Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde, zur dritten Runde der DKM. Wir sind angekommen in Ampfing and a lovely welcome to all of our English-speaking spectators in our live stream on YouTube. And now we take a look to our first race of this weekend. The X30 Junior class will start this event. Starten wir also hinein in den ersten Wertungslauf, den ersten Vorlauf an diesem Samstagmittag. Die X30 Senioren sind rausgegangen. Die Gruppen B und C starten also nun ihren ersten Lauf. 14 Runden wird das Rennen gehen und das hier ist die Startaufstellung. Es ist der Luxemburger Rick Nadin, der von der Pole Position aus ins Rennen gehen wird. Er war der zweitschnellste Mann am Ende des Qualifyings und deswegen in Gruppe B der Mann, der ganz vorne steht. Rocco Curcio wird aus der zweiten Position in das Rennen hineingehen und damit in der ersten Startreihe. Aaron Garcia Lopez, der Tabellenzweite, in der dritten Position und damit in der zweiten Startreihe. Cemil Bayati auf Rang 4 vor Marius Bonconseil und Tobias Hinterstoßer. Quinten van Löwen und Felix Maurer in Reihe Nummer 4, 7. und 8. Position. Luis Schütze, Niklas Lovric in Reihe Nummer 5 vor Max Hetzel und Zino Falke. In der 6. Startreihe Rang 11 und Rang 12. Oliver Stettler und Lukas Roos vor Leonhard Frey und Noah Beckmann. Das sind dann die Startreihen 7 und 8 von den Positionen 13 bis 16 hinunter. Dann Kyle Tukru aus Estland und Moritz Wolber in Reihe Nummer 9 vor Leon Lamprecht und Aram Gandhi. Jenny Gimpel und Jakob Trost vor Alexander Semrau und Nikola Trajkowski. Tom Muller und Hannes Ehringer komplettieren dann das Teilnehmerfeld von insgesamt 26 Pilotinnen und Piloten, die jetzt gleich an den Start gehen werden. Wie gesagt, 14 Runden Renndistanz. In Zweierreihen werden sie dann jetzt gleich Richtung Start und Ziel geführt werden. Die zweite Einführungsrunde bzw. Formationsrunde ist schon fast beendet. Das heißt, es obliegt jetzt dem Luxemburger Rick Nadin das Tempo vorzugeben, so dass sie dann gleich allesamt in das Rennen hinein starten dürfen. Es wird eine Schlacht werden um die vordersten Platzierungen, ganz sicher auch zwischen Rocco Curcio und Aaron Garcia Lopez, dem Tabellenzweiten, der natürlich versuchen wird, ganz vorne mit dabei zu sein, um den Rückstand zu verkürzen. Start ist freigegeben, auf geht's in Runde Nummer 1 mit einem vernünftigen, gar sehr gutem Start für den Polesetter, aber dann dreht sich einer. Das müsste gewesen sein. Ja, schauen wir mal gleich drauf, wenn sie dann durch den ersten Sektor kommen. Also Rick Nadin in Führung liegend hat das Ganze ummünzen können. Cemil Bayati war auch mit dabei. Es könnte tatsächlich Aaron Garcia Lopez gewesen sein. Nee, es war Quinten van Leuven, der Niederländer, aus der 8. Position ins Rennen gegangen, hatte sich da versucht, eingangs der ersten Kurve innen reinzuschieben, drehte sich raus, stand dann komplett in die verkehrte Richtung. Und auch Leonhard Frey scheint hier aus dem Rennen ausgeschieden zu sein. Der Pilot mit der 816, der von der 15. Position ins Rennen gegangen war, ist da jetzt bis ans Ende durchgereicht worden und wird dann wohl auch das Rennen nicht beenden können. Steht nämlich schon am Ausgang von Kurve 1 abseits seines Karts. Rick Nadin kommt aus Runde Nummer 1 zurück auf Start und Ziel, führt das Rennen vor Rocco Curcio und Cemil Bayati an. Und dann gibt es die nächste Kollision im hinteren Bereich. Da ist unter anderem die 809 dran beteiligt gewesen. Jenny Gimpel, Aram Gandhi, Alexander Semrau. Die drei waren es, die es da erwischt hat. Das hätte auch keiner gebraucht von den dreien. Nächster Versuch. Ja, die Linienwahl ist natürlich komplett unterschiedlich. Im Regen gibt es da einige Linien zu fahren. Der eine versucht ein bisschen außen herum, der andere versucht innen reinzustechen, um dann vielleicht den Weg abzuschneiden. Also bis hierhin alles sehr, sehr spektakulär, außer die Fahrt vorne an der Spitze von Rick Nadin und Rocco Curcio, die auf 1 und 2 sehr, sehr stark und gesichert unterwegs sind. Dahinter wird es dann schon ein bisschen enger zwischen Cemil Bayati und Aaron Garcia Lopez und auch Marius Bonconseil ist da mittendrin. Nächster Versuch, wir sehen es hier auch auf den Bildern, wie man da eben versucht, verschiedene Linien zu wählen.
in der letzten Kurve vor Start und Ziel. Kurzer Blick auf denjenigen, der bisher die meisten Positionen gut gemacht hat. Das ist Tom Muller mit der 836, schon in einer Runde von 26, von ganz hinten im Feld nach vorne gefahren, auf die 18. Position, beziehungsweise kam er ja von der 25. Position in das Rennen, hat also insgesamt 7 Positionen gut gemacht, versucht auch jetzt schon wieder eine Position zu gewinnen. Eben durch verschiedene Linienwahl ist er im Infield einfach innen reingestochen, während wir hier im Bild natürlich auch einen Zweikampf sehen. Das ist der Zweikampf zwischen Max Hesel und Louis Schütze, die sich da gegenseitig bekämpfen. Nee, das war Max Hesel und Niklas Lovric. Da ist nämlich Hesel vorbeigegangen am Gaststarter mit der 916. Gut zu erkennen, dass es ein Gaststarter ist, weil er eben keine 800er, sondern eine 900er Startnummer auf seinem Kart trägt. Vorne 1,3 Sekunden in etwa der Vorsprung für Rick Nardin. Nachgefahrenen 3 Runden. 11 Stück werden es also noch werden. Rocco Curcio hat sowohl nach vorne als auch nach hinten im Moment keine große Gefahr, muss aber so ein bisschen aufpassen, dass Aaron Garcia Lopez, der Spanier, nicht noch näher herankommt, hat nämlich in den letzten Runden dann doch 1, 2, 3 Zehntel gut machen können pro Runde. Und möglicherweise könnte das dann dazu führen, dass wir hier gleich einen Zweikampf um die zweite Position sehen, so wie wir auch einen Zweikampf sehen um Position Nummer 4 zwischen Jamil Bayati und Marius Bonconsal. Die Startnummern 876 und 822 hier im Bild. Bonconsal im Kart mit dem orangenen Helm. Der weiße Helm, der ist dann zuzuordnen an Marius Bonconsal mit der 822, die jetzt gemeinsam durch die letzte Kurve vor Start und Ziel hindurchfahren und Runde Nummer 4 erst einmal beenden dürfen. Mit Blick auf die Meisterschaft läuft es für Aaron Garcia Lopez nicht verkehrt, so möchte ich es mal nennen. Denn alles, was vor ihm unterwegs ist, sowohl Rocco Curcio als auch Rick Nardin, haben mit der Meisterschaft im Moment nicht so viel zu tun. 12. und 13. Position nämlich in der Meisterschaft. Das heißt, so richtig muss sich Aaron Garcia Lopez nicht anstrengen, wobei man da schon sagen muss, natürlich wird er versuchen, irgendwo einen Angriff zu starten, so wie es halt auch Marius Bonconsal jetzt gerade versucht vorbeizugehen an Jamil Bayati natürlich. Er hat den Weg jetzt tatsächlich in dieser Runde, in Runde Nummer 5 vorbeigefunden. Was die Anschlussfrage stellt, kann er sich jetzt absetzen? Kann er vielleicht sogar den Anschluss wiederherstellen nach vorne in Richtung Aaron Garcia Lopez? Rick Nardin, 1 Sekunde. Nur noch der Vorsprung. 3 Zehntel im letzten Umlauf verloren. Natürlich wird die Strecke von Runde zu Runde ein wenig trockener. Das merkt man vielleicht auch an den Rundenzeiten, die nämlich von Mal zu Mal schneller werden. 57,909 im Moment die schnellste gefahrene Zeit in diesem Rennen. Damit ist man 4 Zehntel schneller als die Bestzeit im Qualifying. Von Quinten van Leuven. 58,357. Klar, da hat es aber auch noch ordentlich geregnet. Das führt natürlich auch dazu, dass sich das Feld so ein bisschen aufzieht. Denn natürlich hat der ein oder andere sich für oder gegen ein bestimmtes Setup entschieden. Vielleicht hat der eine oder andere darauf gesetzt, ja, dass es im Laufe des Rennens ein wenig trockener wird. Es gab zwischendurch eine gelbe Flagge im ersten Sektor. Das ist der Teil rund um die erste Kurve gewesen, wo es die gelbe Flagge gab. Müsste Jenny Gimpel betroffen haben. Die Pilotin mit der 909, auch das eine Gaststarterin.
Und weiterhin der Blick auf die 876, auf Cemil Bayati und Max Hesel. Die hatten wir in diesem Rennen auch schon mal. Da gab es jetzt wieder den Wechsel. Da ist nämlich Hesel wieder vorbeigegangen, wieder zurück an die 5. Position. Hat 6 Positionen in diesem Rennen schon gut gemacht. Ist damit aber nicht der Beste. Nein, das ist Kaltu Kru aus Estland an der 10. Position. Der kam von Position 17 in das Rennen gefahren. Und hat sich mittlerweile in die Top 10 fahren können. Gleichzeitig kommt von hinten auch immer näher Niklas Lovric mit der 916. Das müsste das blau-schwarze Kart sein. Nee, da geht es gerade um die Führung. Das heißt, wir haben einen Blick jetzt auf die ersten 3 Positionen. Und da ist der Vorsprung, den Rick Nadine hatte, dahingeschmolzen mittlerweile. Nadine auf 1, dann 6 Zehntel dahinter, ja 7 Zehntel dahinter. Das wird jetzt auch schon wieder weniger sein. Rocco Curcio. Und dann kommt schon Aaron Garcia Lopez, der sich das Ganze aus der Logenperspektive anschauen wird. Und guckt, ob da nicht möglicherweise doch noch mehr drin ist als nur diese 3. Position. 5 Runden sind noch zu fahren. Das heißt, noch etwas mehr als ein Drittel. Während in der Schikane einer gerade ausgefallen ist. Das müsste Nikola Trajkowski gewesen sein mit der 915. Für ihn das Rennen also frühzeitig beendet. Nur noch 1,4 Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 3. Und vor allem dieser Zweikampf um die ersten beiden Positionen wird dazu führen, dass Aaron Garcia Lopez immer näher herankommen wird an dieses Spitzenduell. Und wenn ich so ein bisschen auf Start und Ziel blicke, dann sehen wir langsam aber sicher auch eine Art Fahrspur. Eine Art trockene Spur hier in Ampfing. Möglicherweise hat man da halt aufgrund des Reifendrucks einen Vorteil oder Nachteil sich selbst erschaffen. Jetzt der erste ernstzunehmende Angriff von Rocco Curcio. Vorbeizugehen, funktioniert nicht, muss sich hinten anstellen. Aber Achtung, jetzt der Spanier in der 3. Position. Den halten wir jetzt mal ganz genau im Auge. Jetzt erstmal der Führungswechsel inklusive Konter. Also kurzer Versuch von Rocco Curcio am Luxemburger vorbeizugehen. Und jetzt obliegt es Aaron Garcia Lopez, diese Chance zu nutzen. Hier vielleicht auch nochmal eine Position gut zu machen. Gelingt erstmal nicht. Wir haben einen Führungswechsel. Rocco Curcio, neuer Führender, zumindest im Moment in Führung liegend. Er scheint aktuell die besten Karten zu haben, während Aaron Garcia Lopez jetzt die 2. Position übernommen hat. Da gab es den Kontakt zwischen ihm und Rick Nadine. Hoffen wir mal, dass Nadine dadurch nicht Probleme mit seinem Frontspoiler bekommt, denn das war schon ein etwas härterer Kontakt gegen Aaron Garcia Lopez, dessen Heckauffahrschutz da einmal in alle Richtungen gebogen wurde, ist jetzt wieder zurück an der 3. Position und immer näher kommend Marius Bonconseil mit der 822, nur noch 1,3 Sekunden hinter diesen beiden. Ich glaube, Rocco Curcio scheint auf und davon zu sein. Der hat sich so ein bisschen freischwimmen können. Natürlich auch geschuldet durch diesen Zweikampf, den wir da gesehen haben zwischen der 2. und 3. Position. Nächster Versuch, gleiche Stelle. Diesmal aber umgekehrt.
Dieses Mal ist es Rick Nadin, der da den weiten Weg gehen muss. Und auch hier gibt es wieder den Wechsel. Heißt mit anderen Worten, Aaron Garcia Lopez neu an der zweiten Position. Und Rick Nadin, der das Rennen über die Hälfte lang anführen konnte, nur noch auf Rang 3. Und man hat so ein bisschen den Anschein, als könnte er das Tempo vorne an der Spitze im Moment nicht mitgehen. Nachdem sich eben jetzt Rocco Curcio so stark absetzen konnte, nachdem sich Marius Monconseil immer näher herangefahren hat, warten wir mal ab, inwiefern sich jetzt der Spanier Aaron Garcia Lopez absetzen kann, sich freischwimmen kann. Und hier sieht man dann schon etwas deutlicher eine Fahrspur. Das könnte natürlich auch für die nächste Klasse, die ja dann ansteht mit der X30 Junior Wertung, nochmal sehr interessant werden, wer sich für Regenreifen und wer sich für die Slicks entscheidet. Denn auch das wird mit Sicherheit Thema werden, bevor wir dann eben in den nächsten Lauf hineinblicken dürfen. Es ist die letzte Runde. Es scheint die ersten 3 Positionen so zu Ende zu gehen. Rocco Curcio wird diesen ersten Qualifying Heat für sich entscheiden können. Er gewinnt Lauf Nummer 1, Gruppe B gegen C. Gratulation an ihn. Platz 2 an den Spanier Aaron Garcia Lopez. Und Rick Nadin, bin mir nicht sicher, ob er sich zufrieden geben wird mit dieser dritten Position am Ende. Das Ganze am Ende vor Marius Monconseil und Max Hesel auf 4 und 5. Cemil Bayati hat dann noch eine Position verloren. 6. Rang vor Quinten van Löwen, Oliver Stettler, Niklas Lovric und Zino Falke in den Top 10. Und natürlich nehmen wir im Splitscreen nicht nur die Zieldurchfahrt mit, nein, wir nehmen auch die Fahrt in Richtung Boxengasse. Für Rocco Curcio einmal für Sie zu Hause auf den Bildern. Und da sehen wir dann schon deutlich auch diese Fahrspur, die sich auf Start und Ziel hier groß und formatfüllend eingeblendet abzeichnet. Ich bin mir nur noch nicht sicher, inwiefern es jetzt schon möglich ist, mit den Slicks draußen unterwegs zu sein. Das könnte für einen spannenden Wertungslauf sorgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier noch einmal das Gesamtresultat eingeblendet mit knapp 3 Sekunden Vorsprung. AT Motorsport und Rocco Curcio vor CV Performance. Gemeinsam mit JP Motorsport, Aaron Garcia Lopez, Dutt Motorsport bei Fenster.com und Rick Nadin auf 3, Ebert Motorsport, Marius Monconseil. Platz 4 vor Falcon Racing Team, Max Hesel, KR Motorsport und Cemil Bayati komplettieren die Top 6 beim ersten Heat, Heat B gegen C. Bei den X30 Senioren geht es ja mit A gegen C dann schon nach der Mittagspause um 14 Uhr weiter. Und wir blicken um 12:40 Uhr, also in etwa 2 Minuten, dann in den Juniorlauf der X30-Klasse. Hoffen wir mal, dass wir pünktlich starten können, denn es gibt ein bisschen Aufräumarbeit zu leisten hier nach dem Lauf des Qualifying Heats B gegen C der X30 Senioren.
Qualifying Heat Nummer 1 in der Klasse X30 Junior steht nun an. Freuen wir uns auf einen spannenden Wertungslauf, einen spannenden Heat dieser Klasse, nachdem wir schon in diesem Jahr insgesamt 6 Wertungsläufe gesehen haben in Marienburg und Mülsen, steht nun der erste Teil des 7. an, denn nach beiden Qualifying Heats werden dann nämlich das erste Mal Punkte vergeben. Und natürlich ist die große Frage, wer setzt auf welche Reifen? Denn mit Blick auf die Strecke könnte das ein sehr relevanter Faktor werden im Laufe dieser 12 Runden, die nämlich anstehen, mit dem Polesetter Emilio Berndt, der mit einer 59,352, der schnellste Mann im Qualifying war es, ihm zur Seite gestellt. Dann Carlos Nees vor Lias Erbs, Dobler und Tom Wickop in der zweiten Startreihe. Bing van Schendel und Noah Nölken auf 5 und 6. Das ist die dritte Startreihe vor Ben Götz und Jolina Denzel in Reihe Nummer 4, 7. und 8. Position. Reihe Nummer 5, 9. und 10. Gesamtrang, Len Göckmann und Diego Battaglia. Charlotte Tille und Ramon Göde gemeinsam aus der 11. und 12. Position in das Rennen hineinstartend. Lian Kircher und Semir Velia in Reihe Nummer 7 vor Jonathan Meyer, Lionel Hünnecke, Valentin Knödel und Phil Schober. Das unsere 18 Junioren in der X30-Kategorie. Und natürlich der Blick auf die Meisterschaft. Tom Wickop als Tabellenzweiter geht aus der zweiten Startreihe, 4. Position in das Rennen. Tabellenführer Ben Götz nur aus Platz 7 und damit aus der 4. Startreihe. Bing van Scheindl, der Tabellendritte, auf Platz 5. Ja, und der was ist er, 9. Das ist der Polesetter. Der wird versuchen jetzt hier irgendwie ein bisschen Punkte gut zu machen und damit sich zurückzumelden im Kampf um die Meisterschaft. Wir sind noch lange nicht am Ende. Freuen wir uns auf 12 Runden Rennaction. Auf geht's. Ampel ist aus und damit der Start freigegeben. Emilio Berndt vorne an der Spitze kann seine Position nicht halten. Das wird Carlos Nees sein, der die Führung übernimmt. Genauso ist es. Und dann gibt es einen Dreher ab der 4., 5. Position irgendwie in diese Richtung. Vorne die ersten 3, die sind fast auf und davon. Die haben sich nämlich freischwimmen können. Emilio Berndt wird jetzt auch noch überholt durch Tom Wickop. Na, wen hat es jetzt am Ende erwischt? Schauen wir mal. Bei diesem Dreher ist natürlich gerade die große Frage, die wir uns stellen. Konnten wir jetzt bisher nicht klären. Aber es geht wohl auch weiter für die Person. Also zumindest mal kein langer Ausfall. Erste Runde ist zu Ende. Carlos Nees führt souverän aktuell das Rennen an. Das Ganze vor Tom Wickop und Emilio Berndt in der 3. Position. Dann auf Platz 4 und 5 der Zweikampf zwischen Jolina Denzel und Bing van Scheindl. Da hat sich jetzt aber wohl die 616, also Jolina Denzel, durchsetzen können und versucht jetzt aufzuholen gegen Emilio Berndt. Wir sind in diesem Rennen jetzt schon 4 Sekunden schneller als im Qualifying. Also alle, die jetzt nicht auf Slicks unterwegs sind, glaube ich, haben hier einen gewaltigen Nachteil. Wobei es danach aussieht, wenn ich so von oben drauf schaue, als wären noch alle auf den Regenreifen unterwegs. Also wenn es hier nicht weiter regnet, wird es spätestens nach der Mittagspause soweit sein, dass man dann eben auf die Slicks gehen muss. Oder hat sich vielleicht irgendwer doch dazu entschieden? Auf den Bildern sieht es auch eher nach Regenreifen aus bei den einzelnen Piloten. Es ist natürlich ein Pokerspiel. Und es kommt mit Sicherheit dieser Point of No Return, wo dann möglicherweise der ein oder andere, der dieses Risiko eingegangen ist, die Möglichkeit hat, nach vorne zu attackieren. Carlos Nees
1,6 Sekunden der Vorsprung auf Tom Wickhoff. Emilio Berndt auf 3. Hat sich so ein bisschen gefangen nach dieser verkorksten Startphase. Dann Bing van Scheindel, Ben Götz und Jolina Denzel. Semir Velja ist vorbeigegangen an Diego Battaglia. Damit jetzt neu an der 7. Position. Valentin Knödel, 8 Positionen gut gemacht in diesem Rennen. Ist mittlerweile auf Rang 9. Der kam aus der letzten Startreihe hinein in das Rennen. Also bei den vordersten Platzierungen bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch die Regenreifen drauf sind. Aber wer weiß, was man hinten für ein Risiko eingehen möchte oder eingegangen ist. Acht Runden sind noch zu fahren. Wir haben gerade 4 abgeschlossen, sind in der 5. Das ist natürlich hier ein sehr, sehr spannender Mehrkampf, den wir auf der Strecke erleben. Im hinteren Bereich des Mittelfeldes. Das müsste so ab Position 10 sein, wo es so richtig spannend zur Sache geht. Und hier der Zweikampf zwischen der 617 und 611. Valentin Knödel und Noah Nölken. Da müsste auch noch Len Göckmann mit dran beteiligt sein. Genau so ist es. Schickt da gerade auch mal Valentin Knödel in der Schikane über den Curb. Und wenn man auch mal zwischendurch auf die Zeiten blickt, dann sehen wir, wie es natürlich immer schneller wird. Vor allem Lias Ebersdobler mit der 610, der ja in der Startphase diesen Dreher hatte in der ersten Kurve. Kämpft sich wieder zurück, ist aktuell 7. Fährt mit 53,6. Gute 6 Sekunden schneller als die Bestzeit im Qualifying gefahren von Emilio Berndt. Dort war es nämlich nur 59,3. Und es wird immer schneller auf der Strecke. Keine Frage, das sehen wir auch an den Rundenzeiten. Neue Bestzeit Ben Götz, 5 Platzierter aktuell, 53,608. Lias Erbsdobler jetzt an der 6. Position. Da scheint aber so ein bisschen das Ende erreicht zu sein, denn der Rückstand nach vorne beträgt dann jetzt noch einmal 5,5 Sekunden. Weiterhin der Kampf zwischen Nölken und Battaglia. Wobei der Nölken sich deutlich absetzen kann. Vorne an der Spitze Carlos Nees, 3,3 Sekunden der Vorsprung. Knappe 3,3 Sekunden auf Tom Wickhoff, Emilio Berndt und Blink von Scheindl auf Rang 3 und 4. Ben Götz auf 5. Lias Erbsdobler, der trotz Gesamtbestzeit im letzten Umlauf immer noch 5 Sekunden Rückstand hat auf den davorfahrenden in der 6. Position. Jolina Denzel, Semir Velja
Und Jonathan Meyer ist an die 9. Position. Und ja, die Top 10 komplettiert im Moment Noah Nölken, der natürlich auch viel Pech gehabt hat in dieser Startphase, war nämlich da mit dran beteiligt, wie sich Lias Erbsdobler gedreht hat. Erbersdobler natürlich. Now we want to include our English-speaking spectators. I want to say Carlos Nees tops this race in the moment with over 3 seconds in front of Tom Wickop. The Netherlands driver, Bink van Scheindel, in the 3rd position, overtook in the last round Emilio Berndt. So now he's in 3rd position, and Emilio Berndt, the pole setter after the qualifying, just in 4th position. Ben Götz, the championship leader, in 5th. And if we take a look to the times per lap, we see the track goes even faster, lap by lap. The fastest lap goes in the moment to Elias Erbesdobler with a time of 52.867. But after his spin in the first lap, he just come back to the 6th position. Now we have 3.5 second gap to the guy in front of him. And we just have 2 laps left until we see the checkered flag on the start-finish line for, I think it will be, Carlos Nees. Yeah, 3 seconds. And Tom Wickop is just 7/10 of a second faster than the guy in front and leader of this race. So if there doesn't happen anymore, if there is no mistake for Carlos Nees, he will win the first heat, the first qualifying heat in the X30 Junior class, just in front of Tom Wickop and Bink van Scheindel, the Netherlands guy, in 3rd position. So there's the winner of qualifying heat number 1. Carlos Nees wins in front of Tom Wickop and Bink van Scheindel there, who is in the last laps, gets faster and faster. But in the end, it's just the 3rd position in front of Emilio Berndt and Ben Götz. As we said, Elias Erbesdobler in 6th position, Julina Denzel in 7th, Jonathan Meyer in the end after 12 laps in 8th position, Semir Velia and Lionel Hünecke in the top 10 after a fascinating race of X30 Junior. The second qualifying heat will be after the lunch break at, I think it is 5 p.m. exactly, over 12 laps, and that's the result with 2 seconds in front of the second guy, Carlos Nees from Nees Racing. VM Energy Course Germany and Tom Wickop in 2nd position, and Falcon Racing Team Bink van Scheindel in 3rd after 12 laps. And that was the first heat. And now we have some time for lunch, a lunch break until 2 p.m. And then we come back with the second heat of the X30 Senior class, A versus C. And then we talk again about the DKM in Ampfing 2025.
Willkommen zurück. Wir sind wieder am Start mit dem zweiten Heatlauf der Senioren. Es sind diesmal die Gruppen A und C, die gegeneinander antreten. Und das ist die Startaufstellung für diesen Heatlauf mit dem Polesetter, dem schnellsten Mann nach dem Qualifying, Leonhard Hocker. Er darf von der Pole Position aus ins Rennen hineingehen. Ihm zur Seite gestellt Rocco Curcio, Nico Handke in Reihe Nummer 2, gemeinsam mit Cemil Bayati, Niklas Hirsch und Tobias Hinterstoißer, gemeinsam Reihe 3 bildend. 5. und 6. Position vor Daniel Brozovic und Felix Maurer. Ben Fritz und Niklas Lovric in der 5. Startreihe. Lars Ramer, Zino Falke, 11. und 12. Position vor Jano Wiese, Lukas Roos und Nikolaus Simic bis an die 15. Position hinunter. 16. Position, damit die 8. Startreihe komplettierend Noah Beckmann. Nikolas Buhl, Moritz Wolber, Yannick Mike Gabrich und Aram Gandhi bis an die 10. Position, was die 10. Startreihe dann ist. Dann sind es noch 7 weitere Piloten. Der Schwede Max Carlsen, Jakob Trost, Maximilian Engelstetter, Nikola Trajkowski, Lutz Osenbrink, Hannes Ehrenlinger und Jan Schwarzer. Das also die insgesamt 27, die gleich an den Start gehen werden und dieses Rennen in Angriff nehmen. Freuen wir uns drauf und sind gespannt, wie diese 14 Runden Renndistanz über die Bühne gehen. Es hat im Laufe der Mittagspause wieder angefangen zu regnen. Das heißt, hier stellt sich noch nicht die Frage, welche Reifen denn dann die richtigen sind. Das werden die Regenreifen sein. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie dann allesamt auf die Regenreifen gesetzt haben. Aber das kann sich im Laufe der nächsten Stunden, die ja dann uns jetzt im Raume stehen, bis ungefähr 19 Uhr, noch ändern. Sind wir gespannt. Wir haben im ersten Vorlauf einen richtigen Zweikampf und Mehrkampf erleben dürfen bei den X30 Senioren und wir erwarten Ähnliches jetzt in Qualifying Heat A gegen C. Start ist freigegeben, ist nicht freigegeben. Die Ampel ist rot und leuchtet dann blinkend gelb auf, so dass es dann heißt, nein, wir fahren eine weitere Einführungsrunde. Das hat dem Rennleiter nicht so gefallen, wie er sich das vielleicht vorgestellt hatte. Und dann darf Leonhard Hocker doch nochmal mit Versuch Nummer 2 das Ganze bedienen. Einer fehlt uns übrigens bei Start und Ziel. Das war Noah Beckmann, der von der 16. Position aus ins Rennen gehen sollte. Er ist hier bei Start und Ziel noch nicht aufgetaucht. Das ist die Startnummer 810. Und natürlich ist auch hier wieder der Blick auf die Meisterschaft sehr interessant. Von der Spitze der Bestplatzierte, der da vorne mit drin fährt, müsste Nico Handke sein als... Nee, das war nicht Nico Handke. Der ist nämlich 14. in der Meisterschaft. Also sind wir mal gespannt. Gucken wir mal gleich noch mal ein bisschen drauf. Jetzt erstmal der Blick wieder zurück auf das, was uns bevorsteht. Die Formation ist diesmal deutlich sortierter als eine Runde zuvor. Das heißt, jetzt darf Leonhard Hocker das Tempo langsam vorgeben. Kommt auf Start und Ziel. Ampel natürlich jetzt ausgeschaltet und damit der Start freigegeben. Es ist das Momentum, das entscheidend ist für die aktuelle Führung durch. Ist es weiterhin Leonhard Hocker, oder gehen einige quer durch die Wiese. Das ist die 890, die vorne ist. Das ist Leonhard Hocker, der einen ganz, ganz weiten Bogen gewählt hatte, sich dann aber so quer durch das Feld hindurch gearbeitet hat. Das ist die beste Gruppe, Gruppe A, gegen die vermeintlich schwächste Gruppe C, die jetzt hier gegeneinander antreten. Das heißt, wir erwarten auch das ein oder andere Überholmanöver. Vorne hat sich Leonhard Hocker schon so ein bisschen freischwimmen können. Von Rocco Curcio in der 2. Position. Ist es Curcio auf Rang 2? Nee, Nico Handke hat sich da mittlerweile wieder gefunden. Auch hier wieder, das Spiel hatten wir heute schon mal. Unterschiedlichste Linienwahl bei den X30 Senioren und dann gibt es die Kollision und den leichten Einschlag
Stark wird er wohl nicht gewesen sein. Müsste aber Jakob Trost gewesen sein. Genauso ist es. Auch Nikola Trajkowski ist wieder auf der Strecke unterwegs. Aber jetzt halt eben ganz hinten. 25. und 26. Position. Jano Wiese schiebt sich vorbei an Cemil Bayati. Müsste da zumindest vorbeigegangen sein. Aber der Konter lässt nicht lange auf sich warten. Es geht da auch um die dritte Position. Dann war es nicht Wiese, sondern dann müsste es 824 Daniel Brozovic gewesen sein. Aber Wiese ist da auch noch mittendrin. Als aktuell siebtplatzierter. Auch Rocco Curcio hat natürlich viel verloren im Laufe dieser Startphase. Jetzt geht es wieder zu dritt auf Start und Ziel nebeneinander. Reihenfolge Hocker, Handke, Brozovic auf 1, 2 und 3. Felix Maurer vor Lars Ramer. Rocco Curcio und Jano Wiese, bis Cemil Bayati an der 8. Position folgt. Und wenn man möchte, darf man auch noch Niklas Hirsch mit in diesen Mehrkampf mit reinrechnen. Wieder unterschiedlichste Wahl der Linien. Der eine sagt, ich fahre lieber weiter außen an, der andere weiter innen. Meistens im Regen die äußere Linie ein bisschen vorteilhafter, weil du einfach mehr Grip hast und dadurch mehr Schwung mitnehmen kannst. Aber natürlich ist dieser Mehrkampf hier prädestiniert dafür, dass es da den einen oder anderen Kontakt auch gibt. Deswegen weicht man dann doch auch das ein oder andere Mal mehr aus. Vorne an der Spitze hat sich Nico Handke mittlerweile an Leonhard Hocker herangemacht. Nur noch 2 Zehntel der Rückstand. Handke, der von 3 gestartet war, hat sich dann mittlerweile eben auf Platz 2 vorkämpfen können. Und ich glaube, dass der nächste, der da anschließen wird, der aktuelle Tabellenführer Lars Ramer sein wird vom Haupt-Racing-Team. Und Handke nutzt die Gelegenheit, frühzeitig hier vorbeizukommen, ist der neue Führende, weil Leonhard Hocker das Tempo nicht ganz mitgehen kann. Aktuell. Wenn wir da die Rundenzeiten vergleichen, dann ist tatsächlich auch Lars Ramer nicht mehr weit weg und könnte hier noch für eine kleine Überraschung sorgen. Hat er nämlich im letzten Umlauf 1,2 Sekunden gut machen können. Übrigens auch Rocco Curcio sehr stark unterwegs. Da wird sich Leonhard Hocker, der Pole-Setter, nochmal umgucken müssen. Und sonst wird das Ganze ein bitteres, für ihn bitteres Ende nehmen, weil er dann vielleicht noch die ein oder andere Position verliert. Letzter Sektor Nummer 1, wieder eine Zehntel verloren. In Sektor 2 nochmal eine Zehntel. Das werden jetzt gleich nur noch 2 Sekunden zwischen, vielleicht noch, nee, ich glaube, es werden noch 1 Sekunde zwischen Leonhard Hocker und Lars Ramer sein. Uhr bleibt stehen. 1,1 zwischen Hocker und Ramer. Und auch Rocco Curcio kommt immer näher heran, fliegt quasi über die Strecke. 57,7 im letzten Umlauf. Der einzige im Feld, der unter die 58er Marke fahren kann, von denen es auch nicht so viele gibt. Und natürlich, umso näher du kommst, umso näher du herankommst, umso eher hast du natürlich auch die Motivation, nochmal nachzulegen. Trajkowski mit der 915 müsste es gewesen sein, wird gerade überrundet, macht da aber sehr fair Platz. Das hier der Kampf zwischen Nikolaus Simic, Niklas Hirsch und Janek Gabrich. Aber der Kampf um die 2. Position, der ist jetzt eröffnet, möchte ich sagen. Genau hier im Bild. Hocker mit dem roten Helm
Dann haben wir den schwarzen Helm, würde ich jetzt mal sagen, türkis abgesetzt. Das ist das Fahrzeug von Lars Ramer, dem Tabellenführer mit der 846. Und im Anschluss daran Rocco Curcio, den wir nicht vergessen dürfen. In diesem 2 respektive dann 3 Kampf. Vorne Nico Handke, glaube ich, im Moment nicht zu schlagen. Über 2 Sekunden der Vorsprung. Wir sind jetzt gleich, wenn sie über den Zielstrich kommen, bei Rennhalbzeit angekommen. Also es ist noch sehr viel Zeit. Eine sehr harte Zeit, vor allem für Leonhard Hocker, der jetzt alles daran setzen muss, irgendwie sie hinter sich zu halten. Und das wird spätestens in dieser Runde schon ein nahezu unmögliches Unterfangen werden. Und da kommt der erste Angriff von Lars Ramer und dann gibt es sogar noch den kleinen Kontakt zwischen Ramer und Hocker mit dem besseren Ausgang für den Tabellenführer. Aber der Konter, der kommt. Und plötzlich ist Rocco Curcio der neue Zweitplatzierte. So schnell kann es gehen. Beide gehen sie jetzt über die Innenbahn, sowohl Curcio als auch Ramer. Der Einzige, der den weiten Weg wählt, ist Leonhard Hocker. Reihenfolge eine komplett andere. Der nämlich auf 4 unterwegs war als neuer Zweitplatzierter. Rocco Curcio hat sich wieder vorgekämpft, nachdem er beim Start 2 Positionen verloren hatte. Dann ist es Leonhard Hocker und Lars Ramer, aber nur getrennt durch wenige Tausendstel. Angriff, Ende, Start und Ziel dürfte sich ausgehen für den Tabellenführer. Genauso ist es. Und damit hat Leonhard Hocker nicht nur den Platz zunächst an Nico Handke verloren. Nein, er musste dann auch noch Lars Ramer und Rocco Curcio ziehen lassen, wodurch er jetzt plötzlich nur noch Vierter ist. Auf Platz 5 liegt übrigens im Moment Daniel Brozovic und der hat sich auch immer näher herangekämpft. Liegt natürlich auch an diesem Zweikampf, den wir da gesehen haben. Und Brozovic zieht hinter sich Felix Maurer und Jano Wiese ebenso her. Und ich würde hier auch noch nicht abschließend sagen, dass es das gewesen ist. Die 3 könnten möglicherweise noch mal etwas näher kommen. In der letzten Runde 9 Zehntel. Lag aber natürlich auch an diesem Zweikampf, den Leonhard Hocker dort ausgefochten hat mit Lars Ramer. 3 Sekunden zwischen Nico Handke und Rocco Curcio auf 1 und 2. Für Lars Ramer geht es natürlich erst einmal darum, hier möglichst weit vorne zu stehen, auch wenn Rocco Curcio und auch Nico Handke keine direkten Bedrohungen sind, was die Meisterschaft angeht. So will er natürlich sein verkorkstes Qualify irgendwie vergessen machen. Ist in diesem Rennen von 11 ins Rennen gekommen. Auf 3 nach vorne gefahren, ist damit einer der besten, was die Überholmanöver angeht. Nur einer, aber deutlich stärker, nämlich von 25 auf 13 nach vorne, Lutz Osenbrink. Hinter Nicolas Simic sind Niklas Hirsch und Cemil Bayati ganz dicht beisammen. Und auch Janek Mike Gabrich hat dann noch seine Finger im Spiel. Auch da könnte es nochmal ein wenig Spannung bringen. Es geht dort um die 9. Position. Es geht zwischen der 877, 876 und 813. Also um einen Rang in den Top 10. Hier das Bild dazu. Im Moment Bayati vor Hirsch. Dann gab es also den Wechsel. Und bei noch gut 3 Runden, die wir auf der Uhr haben, nähert sich Rocco Curcio immer weiter heran. Das hier die Berührung zwischen
Daniel Brozovic und Leonhard Hocker. Und der strahlende Sieger aus der Nummer wird dann die 820 Felix Maurer sein. Der wird sich jetzt gleich mal 2 Positionen zugute machen. Ist damit jetzt neuer Viertplatzierter. Und Jano Wiese wird ebenso versuchen, an den beiden vor sich vorbeizukommen. Maurer, Brozovic und Hocker. Wenn die sich nochmal im Weg stehen. Da hat sich nämlich Leonhard Hocker ein bisschen bügeln lassen müssen, nachdem Brozovic ihm einen mitgegeben hat im Infield. Nächster Versuch, Brozovic gegen Hocker. Nächste Möglichkeit für Jano Wiese, mehr Schwung mitzunehmen. Außen herum, Leonhard Hocker bleibt erst einmal auf Rang 5. Nur noch 0,8 Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 2 übrigens. Und da die nächste Berührung zwischen Hocker und Brozovic. Aber Wiese kann keinen Nutzen draus schlagen. Wir haben gerade gesehen, ganz kurz durchs Bild huschend, die Spitzenreiter. Da versucht es Kurtjo gegen Handke. Wird nicht funktionieren. Entschuldigt sich für diese leichte Berührung. Gab sogar dann das Handzeichen. Jetzt ist er vorbei, aber der Konter folgt direkt im Anschluss. Handke gegen Kurtjo. Es ist die Final Lap, in der wir uns gerade bewegen. Es sind die letzten Meter. Es ist die letzte Runde und der nächste Angriff von Kurtjo wieder auf der Innenbahn, aber im Regen dann nicht möglich vorbeizukommen. Außen herum versucht das jetzt. Jetzt wird es ganz schwer werden, um da nochmal vorbeizukommen. Es folgt nämlich nur noch die Schikane. Da kann er es eigentlich vergessen, da braucht er es gar nicht versuchen. Aber diese letzte Möglichkeit, die wird es dann vielleicht sein. Hier beim Anbremsen auf die letzte Kurve, da muss er versuchen, irgendwie daneben zu kommen. Das versucht er auf der Innenbahn, aber außen herum hast du mehr Grip. Und dann ist der Sieg in dem Heat A gegen C zuzuschreiben Nico Handke. Gratulation aber auch Rocco Curcio, der zum Ende dieses Rennens hin einen fantastischen Job gemacht hat, sich mehrere Zehntel, mehrere Sekunden herangeschoben hat an den Führenden und in der letzten Runde mehrfach mit ihm die Position nochmal getauscht hat, am Ende den zweiten Platz nach Hause bringen kann. Lars Ramer auf 3, vor Felix Maurer, Daniel Brozovic, Cemil Bayati und Jano Wiese bis an die 6. Position. Bis an die 7. Position sogar. Niklas Hirsch wird 8. 9. Nikolaus Simic, Yannick, Mike Gabrich auf 10 und Leonhard Hocker wird am Ende nur 12. Weil in der letzten Runde es dann doch noch einen Kontakt gab. Da muss irgendwo auch Cemil Bayati wieder mit dabei gewesen sein, weil der ist noch vorbeigegangen an Jano Wiese. Natürlich hatten wir auch gesehen, wie sich Daniel Brozovic und Leonhard Hocker bis aufs Tiefste bekämpft haben in diesem Lauf. Aber bei Hocker hatte man bis auf die ersten 2, 3, 4 Runden wirklich das Gefühl, dass er nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Und dann ist es am Ende halt nur, in Anführungszeichen, die 12. Position. Da war mehr möglich und ich bin mir sicher, dass der Polesetter für das Qualifying-Rennen A gegen B um 16:35 Uhr dann auch nochmal ein anderes Kaliber auspacken wird und versuchen wird, irgendwie etwas besser abzuschneiden als in diesem Lauf. Nächstes Rennen, DSKC. Das Ganze die Heatgruppen B gegen C ab 14:25 Uhr. Ein paar Minuten. Stimmt nicht. Nein, starten wir erstmal mit den X30 Junior. Ne, doch, ist richtig. 14:25 Uhr. Bleiben wir aber dabei. B gegen C, 14:25 Uhr. Bis dahin, kurze Pause. Melden uns gleich wieder zurück.
Als kleine Information für alle Zuschauer und natürlich auch die Teilnehmer. Es wird ein Delay geben, also eine Verspätung von 10 Minuten. Wir starten also frühestens um 14:35 Uhr.
Now it's time for the first qualifying heat, B versus C in the DSKC. And the first standing start this weekend after 3 races with a flying start. Now we take a look to the KZ2 and have on the pole position the Netherlands driver Julian Kamen. In second, Julian Boop. The second row will be Max Osenbrink and the Danish driver Rasmus Andersen, Anders Ekier and Len Nice, the Danish-Belgian row number 3. Then we go to Eric Wess. Oh, Len Nice is 6th place. 7 and 8, Eric Wess and Oskar Steinbach in front of Eric Müller and Magnus Schindler in the 5th row. 6th row, position 11 and 12, Adrian Martins and Maurice Klein. Then we go to Matej Preuss and Mark Gerstenkorn in the 13th and 14th place. Zita van Mert and Emmanuel May on position 15 and 16. Kevin Wagner on 17 in front of Dino Carlson in the 18th place after the qualifying. Dirk van Zilvoet and Yannick Remmert in the 10th row for the starting grid. 11th row will be Paul Moritz Doctor and Adrian Bischoff. Cyrus Gargari and Nico Bona, the Norway and Hungary driver. Noah Eichele and Klaus Barnett from 25 and 26. 27 will be Noah Hoss, Tim Schott on 28. And then we go to the places 29 to 31. It's Noah Kaltenbach, Barry Gregory and Khalil Zoda. That's the starting grid for the qualifying heat B and C. We will have 14 laps in this qualifying heat. We have a little bit delay, but no problem at all. Let's take a look to the tires because there are a dry line on the track. So every single driver, as I see, will be starting on the slick tires. So there was just one race since we had the lunch break, since there was the last raindrops. We need to drive with the rain tires. Now we can take the slicks back on the kart and will be a lot faster than in the qualifying. Let's see what happened with Julian Kamen and Julian Boop in the first row. Who will get the better traction? If we take a look on the track, the left side, so the guy in second position have a little bit drier track than the right side with the pole position with the Netherlands driver with the number 429. Or they changed the side. It's the pole setter have the chance to change the side of his pole position, so he did that. Now he's standing on the drying line. If we take a closer look, it's on the pictures the right side. There's a little bit drier than the left side. So maybe the best position for the pole setter for Julian Boop. Now we take a look to the lights. It's the third light on, fourth lights out, and away we go. First round in this weekend for the DSKC, and a great start for the pole setter. And as we say, there is a problem on the right side starters, and there's a crash, a massive crash with 4 or 5 drivers in the first corner. We will say who that exactly was, but right now we need to take a look to the top of this race where the pole setter Julian Kamen is in front of the Birel ART driver. That must be Rasmus Andersen, I think it was, in the second position. Then Julian Boop wasn't in third, if I'm right. Now they come the first time over the start-finish line. Julian Kamen in front of Rasmus Andersen, Max Osenbrink in third position.
And then there is the driver from the front row, Julian Bub, Anders Elkier in 5th in front of Oskar Steinbach and Adrian Martins. Now we see how the pole setter Julian Kamen tried to pull away a little bit, but the pressure is on from Rasmus Andersen, from the Danish driver. Now we see the 4:11 and who was it behind? 4:23. Then it must be Anders Elkier and Oskar Steinbach. That was the fight for the 5th position. The 4th position, it was Andres Elkier and Max Osenbrink. After Osenbrink lost his 4th position, and he lost 2 positions in one way. He was on 3rd, now he's 5th. Julian Bub and Anders Elkier go through and took the position in the last lap. So the first 3 drivers are a little bit pulled away from Anders Elkier, Max Osenbrink and Oskar Steinbach. And the pole setter himself, Julian Kamen, have now a 0.705 seconds gap to Rasmus Andersen. And if we see the pictures and we see it on track, he doesn't get that much stress and pressure from the Danish driver, because you need to take a look right behind him to Julian Bub. He's trying to overtake him in this 4th lap we have right now. In Führung liegend also der Niederländer gesichert im Moment. Hat keinen richtigen Druck zu erwarten durch den Dänen Rasmus Andersen. Auch Julian Bub ist da eher in Richtung Andersen orientiert, als nach hinten zu schauen. Wobei der Vorsprung von Julius Kamen immer geringer wird aktuell, so hat man den Anschein. Anders Elkier in der 4. Position hält da so ein bisschen die gesamte Meute auf mit Max Osenbrink, Oskar Steinbach und Adrian Martins. Auch der Tscheche Matej Preuß und Magnus Schindler sind da noch nicht so weit weg. Wobei Schindler eher nach hinten gucken muss in Richtung Maurice Klein. Da geht es um die 10. respektive 9. Position. Es sind jetzt 5 Runden gefahren, sind in der 6. Runde unterwegs. Es sollen am Ende 14 werden in diesem Lauf der DSKC. We have a leading change right now in the last corner of lap number 6. Rasmus Andersen goes through Julian Kamen and take the lead of this race. And now Kamen need to take a look back, because there is Julian Bub and he will try to attack the 2nd position after he saw the overtake from Andersen again against Kamen. Maybe it's his opportunity and chance to try it on the same place, in the same corner. Of course, Julian Kamen doesn't want that. After he lost his leading, now he will try to defend it a little bit stronger against Julian Bub. But right behind them, there is a fight with 4 or 5 drivers. Anders Elkier, Max Osenbrink, Oskar Steinbach and Adrian Martins are so close. And the contact for
Julian Boob against Julian Kamen, and that was the reason why Julian Boob lost a lot of speed on the outside and lost his third position against Andre Elkier. And I think he lost more than just this. Maybe Max Osenbrink is going through as well. But the ending of the story will be in 6 laps, because the leader of this race, Rasmus Andersen, is going now into the 9th lap. Our next contact, there was Anders Elkier, who lost a little bit of speed in the first corner because he got the contact from behind and goes a little bit wide. And on the inside there were 3 drivers, I think, who go through. So now he is in 7th, 8th position, because the next will be going through, yeah, as well, until Kevin Wagner, or it was Adrian Martins. Anders Elkier lost a lot of positions. Now he's in 10th position. 1 lap before he was in 2nd or 3rd, so not the best lap for him. Now he needs to be back on point, mentally point, that he can come back into this race. Problems for Julian Kamen. He's going slow and slower, and he will be out of this race in Sector 2. He's staying and now out of his kart, and lost the 2nd position of the race after a great race he did in the first, nearly 11 laps. But at the end, it doesn't matter. Rasmus Andersen in the leading. Oskar Steinbach in 2nd. And then Max Osenbrink and Julian Boob. 3 German drivers in the first 4 positions. Then Matej Preuss, the 2nd of the championship, after he gained 8 positions in this race. Just 4 drivers gained a little bit more. The best were Tim Schott and Noah Kaltenbach, who gained 14 positions. Right now they are in 14 and 15. So they started in 28 and 29 into this race. So they did the best from this race. Now we need to look on this fight. It's Max Osenbrink, Oskar Steinbach and Julian Boob who fights for the 2nd position. Rasmus Andersen is far away and will be the winner of the first qualifying heat of the DSKC here in Ampfing. He has 3 seconds gap to the 2nd position, but then it's nothing end right now. Maybe Max Osenbrink, maybe Oskar Steinbach on 2nd and 3rd position, because nobody can try an overtake right now. It will be the last corner. Breaking point right now. Turn into the last one. Goes over the finish line. Win for Rasmus Buxom Andersen, the Danish driver. Then Max Osenbrink, Oskar Steinbach and Julian Boob. Matej Preuss, Erik Wess and Kevin Wagner to the 7th position. But Erik Weiss with the 4:14 got a 5-second time penalty for a jump start.
So he lost his position and goes to the 9th one. So 7 Adrian Martins, Len Nice and Eric Wess to the 9th position, and at the end in the top 10 as well, Anders Elkier, the Danish driver. Now we see the result as a graphic on the screen with Solgard Motorsport in front of KSL Racing Team and Kart Shop Ampfing on her home track with Oscar Steinbach in the 3rd position. Now we try to clean the track until we go to the next race. It will be race number 5 for today after 2 times X30 Senior, 1 X30 Junior race, and the last one, the DSKC KZ2 qualifying heat B versus C.
startfrei. Für die DKM geht es nun also auf die Reise in ihren ersten Qualifying Heat hinein. Mit dem Pole-Setter, mit Henry Möhring, der mit einer 1:01,473 im Qualifying die schnellste Zeit setzen konnte. Ihm zur Seite wird gestellt sein der Niederländer Alex Huizer. Dann Jonas Hubacek aus Tschechien auf Rang Nummer 3 und Leo Klug, die Niederländer, auf Rang 4. Aus Südafrika, Maddox Mason in der 5. Position, Noel Mansberger auf 6 vor Jan-Rudi Algre, Leon Walczak und Devin Titz. Und Bruno Kortekas komplettiert die Top 10 und damit die ersten 5 Startreihen von insgesamt 15. Versuchen wir weiterzugehen. Ilias Zajic und Edin Keserovic vor Ben Schumacher und Luca Tafelmeier bis an die 14. Position, 11. bis 14. Position, genauso ist es, 6. und 7. Startreihe. Dahinter Nico Bürgin und Oskaras Pitkovas aus Litauen bis an die 16. Position, 8. Startreihe, Reihe Nummer 9, Ben Özdemir und Bastian Kleiner, Noe Solitka und Albert Paulsen folgen dann bis in Reihe 10 hinein. Reihe Nummer 11, Oskar Beumers und Alexandre Matschak vor Alexander Braukmann und Ben Bernhard in der 12. Startreihe. Matthias Kavulea und Roman Meister vor Amelie Reuvers und Per Wolf. Adrian Vlach und Peter Wolber komplettieren die 30 Mini-Piloten. Blicken wir hinein in den Start. Sie sind sortiert, sie sind formiert durch ihre 2 Einführungs- und Formationsrunden. Der Blick in Richtung Ampel. Langsame Fahrt soll angesagt sein für den Pole Center Henry Möhring. Ampel ist nicht aus, das heißt, wir haben eine weitere Einführungsrunde. Das hat dem Rennleiter überhaupt nicht gepasst. Sagt, nö, das machen wir dann einfach doch nochmal. Das können wir besser. Das hatte man schon so ein bisschen absehen können, als sie in der letzten Kurve relativ schnell unterwegs gewesen sind und man dann gesagt hat, boah, weiß nicht, ob das so über die Bühne gehen kann. Da hat Henry Möhring nochmal versucht, das Tempo rauszunehmen. Gelang ihm nicht. Also geht es dann halt in die 3. Formationsrunde hinein. 9 Runden Renndistanz werden wir erleben dürfen. Der Polesetter Henry Möhring ist gleichzeitig Tabellenvierter und hat aber schon 91 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, auf Devin Titz, welcher seines Zeichens aus der 9. Position, also 5. Startreihe, in das Rennen hineingeht. Bis hierhin einer derjenigen, die eigentlich immer ganz vorne zu sehen waren, in Marienburg den Full Count mitgenommen hat, auch in Mülsen nach dem Qualifying und dem Finale ganz oben gesehen wurde. Lediglich nach dem Superheat war er dann einmal eben nicht Erster. Schauen wir mal, ob Versuch Nummer 2 etwas besser über die Bühne geht. Wieder der Blick Richtung Ampel, die ist ausgeschaltet und damit der Start freigegeben mit Henry Möhring als Polesetter. In weiterer Führung, ja, das wird er auch halten können. Da geht es jetzt zu dritt, zu viert nebeneinander durch die erste Kurve hindurch. Erstmal alles so weit, so gut. Sie schaffen es, sich zu sortieren, bevor es dann in diesen Linksknick hineingeht im Infield. Auch da gibt es dann noch die ein oder andere Rängelei und dann betrifft es doch 2 Fahrer im hinteren Bereich des Feldes. Da ist es dann ein Birel ART-Kart gewesen, das sich dort gedreht hat. Noch nicht zu erkennen, wer es war. Doch, jetzt ist es. Einmal Alexandre Matschak mit der 246 und einmal die 313, Nico Bürgin. Blick wieder auf die Bilder, Blick auf ganz nach vorne. Henry Möhring hat sich da schon ein ganzes Stück absetzen können vom Viererpaket dahinter in der 2., 3., 4. und 5. Position, bestehend aus Maddox Mason, Jonas Hubacek, Alex Huizer und Leo Klug. Die 4 Piloten bis an die 5. Position. Noel Mansberger dahinter hat dann auch wieder 2 Personen hinter sich mit Devin Titz und Bruno Kortekas. Da entsteht mit Sicherheit ein sehr, sehr spannender Kampf und wird noch sehr interessant werden im Laufe dieser ja noch gut 7 Runden, die auf der Uhr sind. After we got a third formation lap in the first round, Henry Möhring is leading the race with a quite good gap to
Maddox Mason, Alex Heuser, Jonas Hubacek, and now Devin Titz in fifth position, because Devin Titz is fighting with Leo Klock and Bruno Cortecas about the position number 5. And Henry Möhring lost a little bit of gap because Maddox Mason tried to close the gap a little bit more. And Jonas Hubacek going through Alex Heuser to the 3rd position. That's the number 249, the Czech driver. He comes to Ampfing to be right now in the 3rd position. Next overtake we saw, that must be Devin Titz in the last corner with a dive bomb at its best. And he goes to Alex Heuser, who lost 2 positions in 1 lap in the last lap. Now he needs to focus now to be able to gain some positions again. But our closer look goes to Devin Titz, who tried to overtake Jonas Hubacek. And it wasn't just the try, it was the overtake. Now in 3rd position, and Hubacek gets a little bit pressure from Leo Kluk, from the driver with the 494. And he overtake him in the 1st corner. Now 3 wide to the left-hander, with the best ending for Jan-Rudi Algre, who was the fastest in the last lap. Right now the fastest lap for him, 48.839. And he got the position as a present after Kluk and Hubacek were in the fight at the beginning sector of a lap. Henry Möhring tried to pull away just a bit. Maddox Mason isn't able to close the door. And Devin Titz gained 6 positions in the first 5 laps, from the 9th place he started to place number 3. Sehr guter Start für Devin Titz in dieses Rennen. Innerhalb 5 Runden 6 Positionen gut gemacht, ist schon auf Rang 3 unterwegs. Und hat den Zweitplatzierten Maddox Mason auch nicht so weit von sich entfernt. Interessanter ist aber der Kampf wohl eher um die 6. Position zwischen Jonas Hubacek und Alex Heuser. Da liegen nämlich nur 2 Zehntel zwischen. Heuser, der zuletzt vorbeigegangen ist an Edin Kersovic. Bester Overtaker, Ben Bernhard, von 24 auf 12 nach vorne gefahren. Werden wir im Bild das Fahrzeug mit der 249 sehen. Das ist Jonas Hubacek aus Tschechien, der nach hinten blicken muss, Richtung Alex Heuser, aber auch nach vorne blicken darf, in Richtung Jan-Rudi Algre. Also ich glaube, da wir jetzt noch in den letzten 2 Runden unterwegs sind, Henry Möhring wird sich die Butter wohl nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Aber dahinter Maddox Mason gegen Devin Titz um die 2. Position. Ja, dieser Kampf hier in den Bildern ist spannend, aber da der Blick nach vorne, der ist natürlich nochmal interessanter. Vielen Dank dafür. Und da geht er vorbei. Devin Titz übernimmt die 2. Position von Maddox Mason. Und das Ganze noch in der vorletzten Runde. The final lap started a few moments ago, and
New in the second position, Devin Titz with a brilliant overtake against Maddox Mason, against the South African guy with a 229. And it seems that Devin Titz is able to pull away. He looked back and sees that the driver behind him is far away, so he can get the second position in qualifying heat number 1. But the winner takes it all. Henry Möhring wins the first heat in front of Devin Titz, who gained 7 position from 9 to 2nd in 9 laps of qualifying heat number 1. Maddox Mirz in 3rd position. Maybe a little bit frustrated after he was in 2nd position and in the pre-final lap. It was in lap number 8. He lost the 2nd position against the German driver Devin Titz. Gratulation an Henry Möhring und Devin Titz, die dieses Rennen für sich entscheiden konnten. Henry Möhring für 7L Performance, 1,5 Sekunden vor den beiden Teamkollegen von CAG Holland, Devin Titz und Maddox Mason. Dann Miranda Klock-Holtier und Leo Klug. Formula K SRP Factory Team Jan Rudi Algre komplettiert die Top 5 in der DMKM. Und unser Blick geht natürlich dann in das nächste Rennen hinein. Wird nicht allzu lange auf sich warten lassen, ziemlich sicher. Die DKM steht an mit der KZ2-Klasse eigentlich ab 15:10 Uhr. Aber da wir jetzt schon knapp 15:11 Uhr haben, wird das wohl dann noch so 2-3 Minuten dauern, bis wir dann wieder auf der Strecke unterwegs sind. Wir versuchen ja natürlich noch diesen Verzug wieder einzuholen, den wir zwischenzeitlich hatten, sollte aber im Laufe des Tages sicher möglich sein, da wir auch noch eine kleine Pause mit eingebaut haben, nicht lange, zwischen dem Rennen der DJKM und der DSKC Heat A gegen C, sodass wir dann mit Sicherheit heute Abend wieder im Zeitplan sein werden.
Dion van Werven is the pole setter for the first qualifying heat of the DKM. The Netherlands driver was the fastest with a time of 53.750, and he was by far the fastest guy. In second position, Daniel Stell in front of Emilian Denner, and the Polish driver David Lewinsky. Danilo Albanese and Kevin Steehofer from the 5th and 6th position. 7 will be Gianni Andrisani in front of Simon Billmann, Valentino Fritsch and Markus Kajak. In the top 10, David Trefilovs with not the best qualifying he ever had, just in 11th position. And then Christian de Klein and Simon Rechenmacher in 12th and 13th. Cedric Malk 14th. Then Jelte Buma and Kipras Juse in front of Nico Lemberg. Alexander Scheiblecker, Maddox Wirtz and Matti van der Brück. That's the field of 20 drivers who will start the first qualifying heat, KZ2 of the DKM. And Dion van Werven were by far the fastest guy, was the fastest guy by far in the qualifying. And I think it's possible that he will have not an easy race. I don't want to say easy, but maybe a little bit less stressful than other races were. But let's see. We will get 15 laps. And one driver goes into the pit lane. So he will not start. But who was that? I'm not sure who that was. Let's take a closer look after the start. The drivers are now going slow to try again the start, the standing start. They can't be still on the track while the formation led, but they will get as slow as possible, and then they try to start again. Now Dion van Werven stands in his box. Next to him, the number 6, Daniel Stell, Emilian Denner, David Lewinsky, Danilo Albanese, and Kevin Steehofer. That's the first 3 rows, 6 drivers who try to take a look to the red flag. And if the last man standing from the behind of the field comes the green flag, that's right now the moment in front. The lights go on, 1, 2, 3, 4, and now it's time to race. Lights out, and a great start for the pole setter for the 54. Dion van Werven is still in front of Daniel Stell and Emilian Denner in 3rd position. And it was very, very fast. They find their position because now they are just right behind each other. There's no fight 2 wide or 3 wide right now. But the first 3 are very close to each other. Van Werven, Stell and Emilian Denner, the 3 drivers, are so close to each other, and the pressure is on the pole setter and leader of this race, Dion van Werven from Netherlands, and Daniel Stell try as the only German driver in the top 6 to get the best position of this race, to get the leading. But
There are a lot of drivers who try exactly the same. Like Emilia Denner, who tried to overtake now Daniel Stell in the first corner. He's in the inside. And maybe there is another driver who can get his effort. But I think it was Danilo Albanese. You need to go back in 4th position. Great start from David Trefilovs, who gained 4 positions in the first 2 laps. Is now in 7th. And try to close the gap to the 6th position. Try to close the gap to David Lewinsky. Vorne an der Spitze hat sich Dion van Werven mittlerweile absetzen können. Hat er einen gewaltigen Gap zwischen sich gebracht und Emilia Denner. Was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass sich Denner da in einem Zweikampf mit Daniel Stell befunden hat. Danilo Albanese wollte dort auch noch Nutzen rausschlagen, hat aber nicht funktioniert. Musste sich dann nochmal hinten anstellen. Und dann gibt es hinten eine Kollision im Bild. Müsste David Lewinsky und Markus Kajak gewesen sein. Genauso ist es. Die waren so gut sortiert an den Positionen 6 und 7. Und plötzlich finden sie sich am Ende wieder. Der nächste Ausfall, den wir sehen, betrifft Simon Billmann mit der Startnummer 9. Und Wechsel an der 3. Position. Dort geht Danilo Albanese vorbei an Daniel Stell. Der nächste wird dann Kevin Stehofer sein, der versuchen wird, seinen Weg vorbeizufinden. Jetzt erst einmal der Konter, wieder zurück auf Rang 3. Während sich Emilia Denner wieder herangeschoben hat an Dion van Werven. Und es ist einsetzender Regen und der ist nicht ohne. It starts to rain right now and there is a spin. I think it was Kevin Stehofer from the guy in 5th position. And now they try to slow down. Now they try to be on track like the leader of this race. Dion van Werven, red flag. Yeah, of course, red flag. Rote Flagge aufgrund des einsetzenden Regens. Die absolut richtige Entscheidung. Das wurde richtig gefährlich gerade. Beispielsweise Dion van Werven, der da beinahe abgeflogen ist in der letzten Kurve. Sie mussten in langsamer Fahrt unterwegs sein, um irgendwie auf der Strecke zu bleiben. Dieser Regen, der hat sie dann doch alle mehr oder weniger überrascht, auch wenn sie es wirklich geschafft haben. Und davor muss man mal den Hut ziehen, allesamt keinen Unfall zu bauen. Es gab einen Dreher, wie gesagt, den gab es, hatten wir gesehen von Kevin Stehofen müsste es gewesen sein. Aber sonst sind sie allesamt auf der Strecke geblieben. Und dann war es eben die richtige Entscheidung, frühzeitig das Rennen zu unterbrechen oder erst einmal abzubrechen, damit dann eben nichts weiteres passiert. Now they have the chance to prepare the kart for the rain. And after that we have, normally the rest of the race, 10 laps until checkered flag. So now we have a little pause.
And I think if we get new informations about the restart, which time and in which order, we will come back and try to talk about all informations we get for the restart.
Wir dürfen uns zurückmelden mit dem Restart. Wir gehen wieder ins Rennen hinein im Single-File, also direkt hintereinander werden Sie jetzt eine Runde Slow-Phase erleben. Das heißt, überall Überholverbot und langsames Fahren ist dort angesagt. Eine Art Full Course Yellow, so kann man es vielleicht auch noch nennen, im Kartsport halt genannt Slow-Phase. Und in dieser einen Runde wird man jetzt halt beurteilen, inwieweit man dann fahren kann. Einer wird langsam, das ist die 36. Er ist stehen geblieben. Cedric Malk, für ihn das Rennen beendet, aus und vorbei. Hat dann ganze 2 Kurven gedauert, bis das Ganze zu Ende gegangen ist. So sind es dann wohl nur noch 16, die das Rennen in Angriff nehmen, sein Kart noch mal kurz ein bisschen auf Seite schieben und dann geht es wieder ins Volle hinein. Mit dem Führenden weiterhin Dion van Werven. Das Ganze vor Emilia Denner und Daniel Stell. Und wenn ich es richtig sehe, hat man wohl jetzt schon die grüne Flagge in der Hand. Das heißt, mit dem Überfahren des Zielstrichs geht es dann hier gleich weiter. Und der Spitzenreiter kommt und es geht wieder auf die Reise. Grüne Flagge. Restart ist erfolgt für die DKM an diesem Wochenende in Ampfing. Grüne Flagge draußen, ja, und Dion van Werven, der hat mal aber gewaltigen Vorsprung schon herausfahren können auf den ersten Metern. Das war ein fabelhafter Restart, den er da absolviert hat. Daniel Stell in der 2. Position. Und dann ist es auf 3 Danilo Albanese. Das Ganze vor Emilia Denner. Oder ändert sich da noch was? Emilia Denner, verliert er hier jetzt eine Position gegen Kevin Stehoven? Nein, kann sich dort halten, bleibt auf Rang 4. Aber der Vorsprung vom führenden Dion van Werven, dem Niederländer, der ist schon sehr gewaltig auf den ersten Metern. Und auch Daniel Stell hat einen fantastischen Job gemacht auf den ersten grünen Metern, die wir dann wieder erleben durften seit dem Restart. Es ist also Runde 7, die jetzt zu Ende gegangen ist. Von insgesamt 15. Das heißt, in dieser Runde werden wir dann Rennhalbzeit erreichen, wenn wir uns überlegen, wie viel da schon passiert ist. Hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt in etwas gesitterteren Maßen zu Ende geht. Zweikampf weiterhin zwischen Daniel Stell und Danilo Albanese um die 2. Position. Dahinter Emilia Denner, der Franzose, auf Gesamtrang Nummer 4. Great start for Dion van Werven, the Netherlands guy who started in front and is still the leader of the race with a big gap to Daniel Stell and Danilo Albanese. These 2 drivers are still in a fight with each other, and the 4th position, and we see the leader Dion van Werven in the green, in the grass at the end of the finish straight, start and finish straight. Maybe we can see it on the pictures. Here is Dion van Werven, maybe not out of the race, but he will be not the winner. He makes the mistake. And now it's Daniel Stell in the leading position in front of Danilo Albanese and Emilia Denner. So schnell kann es gehen, so schnell verliert man dann eben die Führung, wenn man einen kleinen Fehler auch nur macht. Und das sind dann halt diese kleinen Schwierigkeiten auf der Strecke. Man weiß nicht genau, wo steht das Wasser, wo verläuft dieser kleine Bach, wo kann man wie bremsen oder Gas geben. Und dann ist es eben, Dion van Werven passiert und er bis ans Ende des Feldes zurückgereicht worden. Und der neue Führende heißt Daniel Stell vom Birel ART-Team. Das Ganze vor Danilo Albanese und Emilia Denner. Dann David Trefilovs, der hat 7 Positionen gut gemacht. Und Dion van Werven, nein, einen Fehler einmal machen, kann passieren. Einen Fehler zweimal machen, darf eigentlich nicht passieren. Er ist nochmal in das Start und Ziel, dann in der ersten Kurve eben geradeaus über die Grasnarbe gegangen.
Hat da also den gleichen Fehler wie eine Runde zuvor schon mal gemacht. Daniel Stell, fast 8 Zehntel Vorsprung, kommt da auch weit raus. Da gehen sie aber alle weit weg von der Ideallinie. Ist auch vollkommen normal. Man sucht halt diese Regenlinie, wo halt nicht der gesamte Gummi liegt, den die Konkurrenz hingelegt hat. Und man versucht abseits davon unterwegs zu sein, um möglichst viel Grip auf den Reifen zu haben. Bei den Schaltern dann nochmal so ein bisschen ein spezielles Thema, weil man dann nochmal sehr V-förmig in die Kurven fahren kann. Da sehen wir dann auch im Infield nochmal ein bisschen spezieller und genauer. Und natürlich auch in dieser letzten Kurve. Schauen wir mal genauer drauf, wenn wir jetzt hier das Bild sehen, da sieht man es ganz gut. Wie ganz, ganz eng sie versuchen, die Kurve zu nehmen und gar nicht viel Schwung mitnehmen, indem sie weit außen anfahren oder weit rauskommen, sondern wirklich V-förmig spitz rein, um möglichst schnell das Kart wieder gerade zu stellen und rauszubeschleunigen. Auch im Regen ist das der Plan. 1.7 seconds in front. Daniel Stell is the leader and Danilo Albanese gets some pressure from Emilien Denner, from the French, which has the number 7 on his card. And it will be a close fight between each other. The Italian, Albanese, and Daniel Stell in third position. The next driver out of the race is Alexander Scheiblecker. His kart stays at the end of the start and finish straight. It's the same position where Jon van Werven had some problems 2 times in a row. And I think Van Werven is now out of the race. We get a close fight between the second and third. Emilien Denner overtake Danilo Albanese and gets the second position of this race. And in the midfield, we have some close fights as well. And maybe David Trefilovs can close the gap to Danilo Albanese. We will take the look after this lap, but the problem will be just 2 laps until the checkered flag. So it will be maximum P4 for David Trefilov. And Kevin Stehoever, the Netherlands, will be in 5th. Daniel Stell, after the red flag, he was the strongest and he was the guy who doesn't make a mistake. So he will go into the last lap of this qualifying heat number 1 as a leader with 2.6 seconds gap to the second position, to Emilien Denner. And if there is no problem, if there is no mistake, then it's over. And Daniel Stell will win in Ampfing the first qualifying heat of DKM. And here is the picture of the leader and probably the first winner at this weekend. He goes into the last corner, comes on the straight, over the line and wins here in Ampfing, heat number 1. And in second position, Emilien Denner. Third is Danilo Albanese. So Germany, French and Italian in the first 3 positions. David Trefilov, after a strong race from 11th to 4th,
he made the best possibility in this race. After a little bit weak qualifying, that was strong race number 1, and maybe he has the opportunity to get some more points after qualifying heats number 2, which will start, let's take a look, at 5:45, so 5:45. That's the time we need to say for the DKM. And the next race will be in a few moments, and that will be the DKM with qualifying heat number 1. And we take a look to the result in the graphic, which shows us again the win of Daniel Stell and Emilian Denner in second position. The man who makes the most overtakes was David Trefilov and Maddox Wirtz at the 12th position. He came from nearly the last of the field, from 19. And we will give you some more information about the next race in a few moments for the DJKM.
Kommen wir zu dem ersten Heat der OK Junioren und damit zu der DJKM mit folgender Startaufstellung. 56,446 die schnellste Zeit im Qualifying, gefahren durch Erik Poulsen. Er wird von ganz vorne das Rennen in Angriff nehmen. Ihm zur Seite gestellt der Däne Marc-Alexander Reistrup, dann Matteo Mason und Lukas Übleis in Reihe Nummer 2 Konstantin Papst und Martina Rumlenova. Die deutsch-tschechische Reihe Nummer 3 vor Benjamin Poulsen und Maxim Becker. Milan Rossi und Gustav Christensen in Reihe Nummer 5 vor Nick Ried, Emilia Urlas und Peter Meix. Dann Jan Cetil in der 7. Startreihe. Folgen noch 3 weitere Piloten mit Jonas Pundis, Libor Vlasak und Damian Zeller. Das unsere 17 Juniorinnen und Junioren, die gleich auf die Reise geschickt werden. Dann das Ganze über 12 Runden Renndistanz. Ja, wir haben ein wenig Verspätung. Hoffen wir mal, dass wir das Ganze noch im Laufe des heutigen Nachmittags aufholen können und sind gespannt, inwiefern das Wetter natürlich das ganze Thema um diese Rennen dominieren wird. Wir sehen nämlich ja doch schon den ein oder anderen Bach auch auf der Strecke. Wenn wir genau da gerade mal schauen, wo sie dahin durchfahren müssen, da sehen wir schon deutliche Streifen ziehen. Gespannt, inwiefern das Rennen beeinflussen kann und welche verschiedenen Linienwahlen dann eben die richtigen sein werden. Jetzt heißt es erst einmal, sich zu konzentrieren und auf den Start zu fokussieren. Rund um die skandinavische Reihe Nummer 1 Schweden und Dänemark in den ersten beiden Positionen. Erik Poulsen und Marc-Alexander Reistrup werden also gleich auf die Reise geschickt werden. Die Blicke gehen Richtung Ampel, die schon eingeschaltet ist auf Rot. Alle 4 Lampen leuchten und sobald dann das Feld in geordneter Fahrt hier über den Zielstrich kommt, wird die Ampel ausgehen. Das ist jetzt der Fall und damit ist der Start frei für Heat Nummer 1 hier bei der DJKM mit einem hervorragenden Start für den Polesetter, der die weite, sehr, sehr weite Linie wählen muss und dadurch nicht nur eine, vielleicht sogar 2 Positionen verliert. Nee, es ist erstmal nur eine. Es gibt eine Kollision und damit das Aus. Vermutlich für einen der Piloten. Schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Wir sehen, wie Erik Poulsen Schwierigkeiten hat, dort ganz vorne mit dabei zu sein. Konstantin Papst ist neuer Zweitplatzierter. Und der nächste Dreher, den wir sehen, ich glaube, das war sogar Konstantin Papst. Und der Aus geht an Jan Cetil, an den Tschechen, der in Kurve 1 wohl ausgefallen ist. Ja, Kurve 2 könnte dann eben jener Konstantin Papst mit der 111 sein. War ein hervorragender Start, muss man einfach mal sagen. Bis an die 2. Position ist er davor gefahren. Dann aber, das muss man halt auch sagen, mit einem Fehler bezeichnet. Genauso wie aber auch Libor Vlasak, der wohl auch ausgeschieden ist. Das heißt, hier ist im Moment gerade so ein bisschen Massensterben angesagt, was die Fahrzeuge angeht. Wir sind dann nur noch 14 nach einer Runde. Hoffen wir mal, dass es nicht so weitergeht, weil dann wird das bis zum Ende dieses Rennens über 12 Runden doch etwas schwierig werden, dann überhaupt noch welche auf der Strecke zu haben. Natürlich versuchen sie sich jetzt erstmal zurechtzufinden, nachdem sie im Qualifying, wir erinnern uns, mit 56er Zeiten aufgefahren sind. Die waren die Bedingungen etwas besser als jetzt. Ist es jetzt also das erste Mal so richtig nass draußen auf der Strecke. Auch wenn von oben nicht mehr so viel nachkommt. Ein bisschen ist es noch, aber nicht mehr die Masse, wie es eben während des Rennens der DKM gewesen ist. Vorne hat sich Erik Poulsen ein bisschen Vorsprung schon gönnen können, aber das ist mit Sicherheit noch nicht genug, um sich da in sicheren Tüchern zu wiegen. Vor Matteo Mason und Milan Rossi. Die ersten 3 nämlich in dieser Reihenfolge. Fabelhafter Start von Rossi, der von 9 auf Platz 3 nach vorne gefahren ist. Der nächste Dreher, den wir sehen, Ende Start und Ziel. Auch diese Position kennen wir schon aus dem letzten Rennen. Die DKM hat uns da ein schlechtes Vorbild gemacht, denn jetzt steht da der Nächste und muss das Rennen beenden. Nächster Versuch von Matteo Mason, mal vorbeizugehen an Erik Poulsen mit einer anderen Linienwahl. Hat zwar nur kurzfristig funktioniert, aber es war mit Sicherheit der erste Fingerzeig, um zu signalisieren, in welche Richtung das Ganze hier gehen soll.
und wird mit Sicherheit im Laufe der nächsten noch 9 Runden in eine andere Richtung verlaufen. In these first 3 laps, we lost Emilia Urlas, Konstantin Papst, Jan Cheetil and Libor Vlasak. So there are just 13 drivers left in this race, and the leader, Erik Poulsen, gets a lot of pressure, and Matthao Maassen tried it hardly to overtake and get the leadership in this race, and right now it works. It was 1 lap after he gets on the same position, position number 1. Now he has this time, and right now he can hold Erik Poulsen behind him, and Poulsen needs to try to overtake again, because from behind he gets the next one, and it is Milan Rossi, and now Rossi overtook him and goes into the 2nd position. It looks like Erik Poulsen have some problems to get or to be as fast as the drivers in front of him. And maybe Martina Rumlenova has the opportunity to come a little bit closer and try to overtake Erik Poulsen as well. So the pole setter is just in the 3rd position right now, after 5 laps. We saw in this race 12 laps we have to do, so we are not in the 2nd half of the race. We are right now just before the halftime of this race. The next overtake we saw, that must be is that Maxim Becker? Yeah, 155, and he tried to overtake Benjamin Poulsen, and it worked just semi. He was through, but then there was a counter, and Benjamin Poulsen gets that position back. But it was a great lap from Maxim Becker. He was over half of a second faster than the drivers in front of him. So maybe there is the chance to get some more positions. Next fight we see on track Milan Rossi against Matthao Maassen. It's the fight for the leadership in this race. After Milan Rossi gets a weak qualifying, now he's stronger, and he comes back stronger and is now in 2nd position. He gained 7 places in this race. Maybe he can go through and takes the lead and the 8th position for him. Much time isn't left, so you need to do that in the next 4 laps on the track. In the rain there are a lot of opportunities to overtake. Maybe here in the last corner with a small mistake from Matthao Maassen. But he gets a lot of traction for the main straight.
So Milan Rossi didn't have the chance to overtake him for a moment, but we have still 3.5 laps to go until we get the checkered flag as the finish signal for the drivers. If he wants to overtake Milan Rossi, maybe he needs to prepare and don't do some mistakes, and that was a mistake. He lost a few more meters against Matthäo Maaßen out of the chicane. The end of the chicane, he was not able to get a lot of traction, to get the traction on the track. So maybe that was the best thing that could happen for Matthäo Maaßen, for the driver from South Africa. It's qualifying heat number 1. The second one we will get at 6:35. It's the last race of the day, and the leader goes into the grass and lost the leadership. He lost the second position and maybe the third as well. Yes, it will be. So Milan Rossi is in front of Erik Poulsen in second. Mattia Rumelnova now in third, and then there is Matthäo Maaßen. As always, you have to do no mistakes. And just the quote, if you want to finish first, you have to finish first. Or you have to finish. And in this moment, everybody thought Matthäo Maaßen will win this race. He made a little mistakes, go into the grass and lost the leading. And now he's just in fourth and need to defend that position as well because of Gustav Christensen, the Swedish driver, his own teammate, but it looks like he has some problems with his front bumper. Maybe that will get a penalty if the bumper is pushed in, but that will be a decision for the technical part. Milan Rossi in his final lap. Maybe the driver who made the smallest mistakes in this race, and in these conditions you have to do nearly no mistake to win a race in Ampfing. That was the position, that was here where Matthäo Maaßen lost the win of this qualifying heat, and Milan Rossi is on his way to win it in front of Erik Poulsen and Martina Rumlenova. And it's a German win in this heat number 1 of DKM. Congratulations to Milan Rossi, Erik Poulsen and Martina Rumlenova in third. At the end, Matthäo Maaßen will be not happy, of course, about this fourth position. But maybe you can learn a lot about that and do it better in the second part of heats. And Milan Rossi, who starts in 9th position, overtook 8 drivers in this race and gets the victory for these moments. And these are the graphics for the results. DAP Lanari Racing Team and Milan Rossi wins qualifying heat number 1. Again, the second one will be at 6:35, and the next race will be as soon as possible. Then with qualifying heat A versus C of the DSKC, it will be the second heat of this class. But there are a lot of drivers who need to clean the track, so give us some time
and we will come back with the DSKC in a few moments.
And with the green flag, we come back to the next race with the DSKC Heat A versus C. Our pole setter for this race is the Netherlands guy Jaden Teen, who starts in front of Julian Boop in the first row, Ruven Wilk and Rasmus Andersen in the second row, Rick Moivish and Len Nice in row number 3. 7 and 8 will be Luis Esser and Oskar Steinbach. Manuel Lettner and Magnus Schindler starts in the 5th row, 9th and 10th. The Finnish guy Alexi Jalava and Maurice Klein starts in the 6th row. Ilian Ivov Yankov and Mark Gerstenkorn starts in the 13th and 14th position in this race, in front of Manuel Kastel and Emanuel May in the 8th row. And then Svenja Dreher and Dino Karlsson in front of Laurit Sachse and Yannick Remmler. Rick Hartmann and Adrian Bischoff in row number 11 in front of Noah Gounod and Nico Bonar. Sascha Dreher and Klaus Panet starts in the positions 25 and 26. And then we have just 5 drivers left: Yuri Mulema, Tim Schott, Alexander Zur, Barry Gregory and Jeffrey Fixe. Fixe was the fastest guy in the qualifying, but needs to start at the end of the field after disqualification in the qualifying session. So it will be the 31st position for Jeffrey Fixe, for the guy from the Netherlands, and he needs to overtake a lot of drivers to be back in front. 30, of course. Jaden Teen will be now the man who starts in the first position from the pole position. He gets the best view to the lights and try to be the first guy in the first corner. Again, the rain gives us a lot of possible lines to drive as fast as possible, and we will have a quite interesting race number 2 in the DSKC. After we get the heat A, B versus C, it must be. First of all, and now it's time for A versus C. So the second race for all of them are in the right side. Now we take a look to the back of the field where we have some problems. That must be number 406, Alexander Zur. And that's why we didn't start the race, and we get another formation lap for all of the 31 drivers. We will have 14 laps in this qualifying heat. So a lot of time to gain some positions, but a lot of time as well to make some mistakes. We saw it the last races. A lot of time. How fast it is to make some mistakes, to get some problems on the track. Of course, if there is no rain, the track will be drier and drier from lap to lap. And with the 31 drivers, hopefully we will get some dry races today. Again, after we get some dry races. But now we have to do it in rain conditions. A spin we saw right now from one of the Formula K drivers. Hopefully he finds his position back.
in front. The first drivers stands a long time right now until the last one will now in position. At the end, there comes the green flag. Lights are on. Number 3, number 4, lights out, and there is the race we want to see. And I think it is Julian Bub in the first position, but he needs to defend that and lost it. And there is a spin and a little crash in the first corner, the outside of the first corner. Let's take a look. Who was that? Emanuel May? No, he's driven. It's Lauritz Sachse, the driver from Denmark. In front, Julian Bub. In front of Jaden Teen. He's leading the race with a good gap to the second position, as we see. Julian Bub. Oh, no, it's Jaden Teen in front of Julian Bub. So Jaden Teen makes a lot of progress. And now over a second gap to Julian Bub and Ruven Wilk. And as we said, there are a lot of lines you can drive to be fast. Some guys go around the outside. Somebody goes in the inside to minimize the distance of the track. Jaden Teen right now is doing the best. Best side in Sector 1, best side in Sector 2, Sector 3 as well. So there is a 54.359, which means we are just less than a half of a second slower than in the qualifying session of the DSKC. And then we want to see Jeffrey Fixe. He is right now in the 16th position. So he gained 15 positions in the first 2 laps. Zweikampf, den wir hier auf der Strecke sehen, da geht es um die 3. Position zwischen Ruven Wilk und Len Nice. Natürlich vorne an der Spitze Jaden Teen auf und davon, so hat man das Gefühl. Kämpft sich hier Meter um Meter weg von Julian Bub, weg vom Zweitplatzierten. Das waren in der letzten Runde fast 8 Zehntelsekunden, 7 Zehntel, fast 8 wirklich, Sekunden, die er da gut gemacht hat. Aber auch da, wir haben es ja jetzt schon das ein oder andere Mal angesprochen. Er muss das Rennen auch erstmal zu Ende bringen. Man darf sich halt keine Fehler erlauben. Das kann halt ganz, ganz schnell gehen. Obwohl er als Tabellenführer natürlich die besten Erfahrungswerte hat. Zumindest sprechen die Ergebnisse für ihn in diesem Jahr bisher. 2 Saisonerfolge konnte er schon feiern. Nach den Superheats in Marienburg und das Finale in Mülsen. Alles, was hinter ihm passiert, ist jetzt nicht unbedingt so wirklich gefährlich. Also bis hierhin auf sehr, sehr guter Fahrt. Jaden Teen. Oskar Steinbach fällt zurück, aber es fällt auch Juri Molema zurück. Beide sind sie hier bei Start und Ziel nicht vorbeigekommen. Molema mittlerweile schon, der Niederländer. Aber Oskar Steinbach, der fehlt uns. Now we get the view to the close fight of P2 and
It must be 7th position in this race. Len Nice and Julian Boop are so close in this race right now. But Len Nice tries his best to be in 2nd position of this race. Close the door as hard as possible. But surely fair to be in front of Julian Boop. And this will be the opportunity for Ruven Wilk in 4th position to close the gap. So maybe he has some change to overtake Boop and Nice. Or Nice. Jeffrey Fixer right now in 11th position, so he gained 20. The 3rd man in the championship, 22 points and 41 points back compared to Jaden Team. And if he wants to hold his chances, then you need to overtake some guys more to be as close as possible to Jaden Team, who is in front. So he gets a lot of points for the qualifying heats if he wins the 2nd one as well. And now Julian Boop gets some pressure from Ruven Wilk. There is no more Len Nice to overtake. Now he need to look backwards. He need to look over his shoulder to Ruven Wilk, to the number 413. Here it's very wet, but if you can see it on the start and finish line, there is maybe a line who starts to drying up, and we have 6 more laps left. So for the next race, which will be X30 Junior A versus B, maybe it could be a chance to try it on the slicks. Yeah, maybe not in the X30 Senior, but X30 Junior if there is no more rain. Why not? But in the moment I said that, take a look to the sky. There is some more raindrops. So cancel the last few sentences about drying up the track. Back to the race, back to Jaden Teen and his leading with a gap of 3.7 seconds in front of Len Nice. And then there is Julian Boop. Again Ruven Wilk. Then in 5th position, Luis Esser. And then there is a fight between Alexei Jalava and that must be Rasmus Andersen, the Danish driver. At the 513, that's Alexei Jalava. And he tried to overtake again Rasmus Andersen. So there was an overtake and he tried to get his old position back. But that brings Maurice Klein and Jeffrey Fixe back in position. And Fixe comes from another world, I want to say. He is right now
In the 9th position, that's the driver with the number 450. So he gets the position from Klein and Jalava. And now Rick Moivisch and Manuel Kastel wants to go through. And this fight isn't over. 2 laps to go. Oh, 3 laps to go. It's Jaden Team in front. Leading before Len Nice. Julian Bub in 3rd. Ruven Wilk. Louis Esser. Rasmus Andersen. Jeffrey Fixe. 24 positions gained in this race. And that's more than 1 position in each lap. Nearly 2. And if he's that fast, why there is no chance to get another one? That would be Rasmus Andersen, the 6th position right now. But the camera is still on this fight. These 4 drivers from Alexei Jalava, Maurice Klein, Rick Mövisch, and Manuel Kastel. Yeah, Jeffrey Fixe goes through and overtook the 6th position. There was no chance to defend for Rasmus Andersen. And now there is a gap to Louis Esser from 3 seconds. And I think the journey is over from 31 to 6th position, which means he overtakes 25 drivers in this race. And of course, we take a look to the leading driver, 459. There we see the BRL IRT. Is it a BRL? No. It's a Zodi card, I would say. Yeah, it is. Jaden Teen from the Netherlands wants to win this race again. The championship leader tried to win this race, and he will win this race if he don't make a mistake in the last corner. Now he goes into the last one, overlapped somebody, and then gets the checkered flag. Jaden Teen wins in front of Len Nice and Julian Bub, the first 3 drivers of the DSKC KZ2 qualifying heat A versus C. 14 laps of a lot of fun in this race. And in the end, Alexei Jalava lost 3 positions in the last 2 positions in the last lap against Manuel Kastel and Rick Moivisch, the German Netherlands driver. And the last qualifying heat for the DSKC will be at 6:10. So 2 hours, or 1 hour and 20 minutes, I think it will be the last one. And the next qualifying heat will be the one A versus B of X30 Senior in a few moments with a short break. And then we come back with X30 Senior and the last qualifying heats of these class.
Wie versprochen, der nächste Lauf, diesmal X30 Senior, A gegen B. Die zwei vermeintlich stärksten Gruppen treten also nun gegeneinander an mit Leonhard Hocker von der Pole Position, die 890. Der hat ein bisschen was gut zu machen nach dem ersten Lauf, wird also nachlegen müssen. Daneben Rick Nadine, der Luxemburger, in der zweiten Position vor Nico Handke und Aaron Garcia Lopez auf 3 und 4. Handke, der ja den ersten Lauf oder einen der ersten Läufe für sich entscheiden konnte. Mal sehen, ob er jetzt auch im Heat A gegen B die Nase vorne haben kann. Aaron Garcia Lopez auf 4, Niklas Hirsch und Marius Bonkonseil auf 5 und 6 vor Daniel Brozovic und Quinten van Löwen. Ben Fritz und Leois Schütze, Olas Reimer und Max Hetzel in der 6. Startreihe. Jano Wiese und Oliver Stettlein Reihe 7 von Nikolaus Simic und Leonhard Frey. Nikolaus Buhle und Kyle Turkru in der 9. Startreihe. Yannick Mike Gabrich und Leon Lamprecht vor Max Carlsson und Jenny Gimpel. Maximilian Engelstetter und Alexander Semrau vor Lutz Osenbrink, Tom Muller und Jan Schwarzer. Das die 27 Pilotinnen und Piloten, die jetzt gleich auf die Reise geschickt werden, auf eine Renndistanz von insgesamt 14 Runden, so wie wir es auch schon in den anderen beiden Vorläufen gesehen haben. Die eine ja noch vor der Mittagspause um 12:20 Uhr, die andere gleich im Anschluss um 14 Uhr. Jetzt also der letzte Vorlauf der X30 Senioren. Danach werden wir wissen, wer denn dann morgen bei den Superheats von der Pole Position aus ins Rennen gehen kann. Jetzt heißt es erstmal, sich anzuschauen, wer hat denn die Nase am Ende vorne beim Qualifying Heat A gegen B. Ist es der Polesetter Leonhard Hocker, der, wie gesagt, im ersten Teil, in seinem ersten Rennen, ein paar Probleme hatte nach der Mittagspause, jetzt wieder ganz vorne steht und versuchen wird, es diesmal anders anzugehen. Vielleicht hat man ja daraus lernen können und ist jetzt sehr gut vorbereitet und hat die Möglichkeit, dieses Rennen zu gewinnen. Wir werden es im Laufe der nächsten 14 Runden sehen. Start ist freigegeben und damit geht's jetzt los. Auf geht's in das Rennen hinein. Hocker übernimmt gleich zu Beginn die Führung, schafft das Ganze zu behalten. Jetzt geht es aber wieder außen herum, war wieder schwer gegen, exakt richtig, Nico Handke, der erneut die Führung übernommen hat und damit jetzt das machen kann, was er schon im ersten Lauf seiner Gruppe getan hat, und zwar vorneweg zu fahren, um möglichen Angriffen aus dem Weg zu gehen. Aber natürlich wird Leonhard Hocker versuchen, dort dran zu bleiben. Wir sehen im Mittelfeld auch den einen oder anderen Kampf. Natürlich, wir sehen, wie man versucht, seine Position zu finden. Hier in dem Fall die 814, die vorbeigeht. Quinten van Löwen übernimmt die 5. Position. Ist von 8 gestartet, also 3 Positionen schon mal gut gemacht. Die nächste Möglichkeit, eine Position gut zu machen. Da haben wir noch die ein oder anderen, die ihre unterschiedlichen Linien versuchen. Der eine versucht über die Regenlinie außen den weiten Weg zu gehen, dort wo kein Gummi liegt. Und die anderen schießen dann aufgrund eines späten Bremspunkts lieber in die Mitte hinein, in den kurzen Winkel, um vielleicht irgendwo auch den Weg abzuschneiden, den Schwung wegzunehmen von den Piloten hinter sich dann. Meistens ist die äußere Linie, so wie wir sie hier auch sehen, dann doch eher die effektivere, während sich Leonhard Hocker gegen Rick Nadine erwehren muss, und zwar stark erwehren muss. Während sich Nico Handke vorne mittlerweile doch einen gewaltigen Vorsprung herausfahren konnte. Das müssten jetzt so 1,5, 1,6 Sekunden mittlerweile sein, die er da an Vorsprung genießt. 1,437 sind es. Leonhard Hocker kämpft gegen Rick Nadine, dann Quinten van Löwen, wie angesprochen, der Niederländer in der 4. Position. Niklas Hirsch auf 5, Daniel Brozovic und Aaron Garcia Lopez von 4 auf 7 zurückgefallen. Scheint hier mit ein bisschen Problemen zu kämpfen zu haben. Hat dahinter sich jetzt Jano Wiese. Nächster Versuch und das müsste funktionieren für Rick Nadine, der jetzt vorbeigeht.
an Leonhard Hocker. Und damit ist jetzt Hocker direkt hinter Nadine, aber vor Quinten van Leeuwen unterwegs. Weiterhin in einer aussichtsreichen Position, aber es ist erneut so ein bisschen der Fall, dass man das Gefühl hat, er kann das Tempo dort vorne aktuell nicht so wirklich mitgehen von den Spitzenreitern. Tabellenführer Lars Ramer an der 10. Position. War auch schon mal deutlich weiter vorne gesehen. Auch in seinem ersten Qualifying Heat hat er da einiges an Positionen gut machen können. Aber selbiges oder der zweite Lauf davon ist ja auch noch lang. Ungefähr 10,5 Runden, die wir da noch sehen dürfen und sehen werden. Der nächste Versuch. Quinten van Leeuwen versucht vorbeizugehen und das wird auch funktionieren. An dieser Stelle kann man sich innen reinquetschen. Gegen Leonhard Hocker. Übernimmt die 3. Position. Und jetzt muss Hocker aufpassen, dass er da nicht aus dem Tritt gerät, dass er den Flow wiederfindet, weil sonst ist Aaron Garcia Lopez nicht weit und auch Niklas Hirsch oder Daniel Brozovic werden dann sehr schnell wieder Anschluss erhalten. Vorne die ersten beiden im Moment auf einsamer Fahrt unterwegs. Sowohl Nico Handke als auch Rick Nadin müssen nach vorne und nach hinten nichts befürchten. Wir haben auch keine Möglichkeit nach vorne zu attackieren. Also Nico Handke sowieso nicht als Führender, weil Rick Nadin sieht einfach aufgrund des Rückstands nicht danach aus, als würde er in der Lage sein, Handke nochmal unter Druck zu setzen. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht kommt ja noch was. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Dreikampf, den wir da sehen, zwischen Wiese, Brozovic und Lars Ramer. Mit dem erstmal besseren Ausgang für Jano Wiese, der dort Brozovic jetzt niedergerungen hat. Die waren schon ein paar Runden in diesem Zweikampf unterwegs, bis Wiese jetzt den Weg vorbei gefunden hat. Aber auch Lars Ramer würde gerne dann nochmal Anschluss halten. Jetzt geht es zu 4 nebeneinander. Für den Moment gut. Müssen nur aufpassen, dass sie da irgendwie wieder ein bisschen Ruhe reinbringen, weil sonst wird das Anbremsen auf die Schikane sehr hart werden. Aber sieht gut aus. Bringt natürlich die dahinterfahrenden nochmal richtig rein. Unter anderem Kyle Tukru, den Esten, der aktuell an der Gesamt 13. Position unterwegs ist. ,4 Sekunden der Vorsprung von Nico Handke auf Rick Nadin. Und das ist der Kampf um Platz 4. Leonhard Hocker hat die 4. Position auf jeden Fall schon hergeschenkt. Da ist Aaron Garcia Lopez schon vorbei. Und jetzt wird Niklas Hirsch der Nächste sein, der sich dort anschickt. Ich glaube, Jano Wiese blickt gerade auch eher nach vorne, sieht diesen Zweikampf, will diese Lücke schließen, dass er nach hinten blicken wird. Wobei er nach hinten weniger Vorsprung hat. Gelbe Flagge in Kurve 1. Da gab es einen Dreher nach einer Berührung. Versuchen wir gleich noch aufzudröseln, wen das getroffen hatte.
müsste Leonhard frei gewesen sein mit der Startnummer 816. Ist da weit zurückgefallen, war bis dahin auf der 11. Position unterwegs, aber das ist genau dieser Nachteil. Wenn du in diesem Pulk unterwegs bist und einer verschätzt sich auch nur minimal, dann kann das Ganze böse für einen enden. Kommen wir wieder zurück zu dem Zweikampf. Leonhard Hocker gegen Niklas Hirsch. Hier im Bild. Und Hirsch sucht noch nach einer Gelegenheit. Die findet er möglicherweise hier, wird dann aber an Schwung verlieren, ziemlich sicher. Jetzt auf der Innenbahn, was nicht unbedingt die bessere Linie sein muss, wird es wohl erst einmal nicht funktionieren. Hat jetzt aber mehr Schwung, kann den nutzen und geht vorbei. Aber der Konter lässt nicht allzu lange auf sich warten. Wieder der Wechsel. Also Leonhard Hocker lässt dort nicht locker. Oh, schöner Reim. Davor die beiden Kandidaten Aaron Garcia Lopez und Quinten van Löwen haben das mittlerweile untereinander geklärt. Also nämlich Lopez als Pilot mit der Startnummer 883 vorbeigegangen als Quinten van Löwen. Vielleicht bietet das Ganze, dieser Kampf, den wir da gesehen haben, zwischen Aaron Garcia Lopez und Quinten van Löwen, Leonhard Hocker und auch Niklas Hirsch, nochmal die Gelegenheit und Möglichkeit, Schadensbegrenzung zu betreiben in diesem Rennen. Weil es hat so ein bisschen den Anschein, als wäre Quinten van Löwen so ein bisschen außer Tritt geraten in den letzten Runden. Und plötzlich sind sowohl Hocker als auch Hirsch wieder ganz nah dran, was da vorne passiert. Und Aaron Garcia Lopez wird mit Sicherheit gleich die Lücke geschlossen haben. Hin zu Rick Nardin, hin zum Luxemburger. Nächster Versuch, durch Niklas Hirsch vorbeizugehen an Leonhard Hocker. Und dieses Mal scheint es dann auch endgültig funktioniert zu haben. Denn ein direkter Konter war dort jetzt oder ist dort aktuell nicht abzusehen. Nico Handke. 3,4 Sekunden Vorsprung auf nun Aaron Garcia Lopez. Vorbei an Rick Nardin. Hat damit die zweite Position übernommen. Das muss er auch versuchen zu halten. Denn die 2 Punkte in der Meisterschaft, die machen sich nicht einfach so weg. Ganz klar. Quinten van Löwen auf 4. Niklas Hirsch, Leonhard Hocker. Dann Lars Ramer. Jano Wiese hat dort Ramer ziehen lassen müssen. Muss dort nach hinten blicken, denn da kommt Nicolas Simric. Und auch Kaltu Krug ist da nicht so weit weg. Auch wenn der im Moment eher noch in der Logenperspektive unterwegs ist und sich anschaut, was passiert denn da eigentlich gerade zwischen Jano Wiese und Nicolas Simic. Das sind die Startnummern 835 und 809. Während die Bilder natürlich versuchen, die Spitze nochmal so ein bisschen einzufangen. Nico Handke, gut, der ist weg. Da brauchen wir uns nicht so große Gedanken zu machen. Auch wenn es noch 2 Runden sind und Aaron Garcia Lopez hier Runde für Runde mit Gesamtbestzeiten aufwartet. Das wird aber nicht mehr groß funktionieren. Da wird ein gewisser Vorsprung einfach übrig bleiben. 2,8 sind es nämlich noch. Dann Rick Nardin auf 3. 4. Müsste Quinten van Löwen aktuell sein, vor Niklas Hirsch. Aber das Ding, das würde ich noch nicht abschreiben. Hier diese beiden, genau da vorne.
könnte mir vorstellen, dass da noch einiges möglich ist im letzten Umlauf dieses Rennens. Und dann gibt es auch noch die Berührung zwischen Rick Nadin, Quinten van Leeuwen. Da geht es also um Position 3. Ein Dreikampf auf den letzten Metern hier in Ampfing. Wer kann nochmal nachlegen? Wer kann auf den letzten Metern nochmal alles rausholen? Nächste gelbe Flagge, die wir sehen. Und ich glaube, es war Lars Ramer. Ich glaube, er hat es dann ein wenig übertrieben mit der 846. Und dann war es genau der Mann, der Tabellenführer, der auf den letzten Metern, in dieser letzten Runde das weggeschmissen hat, was er versucht hatte aufzubauen. Mit den Bildern wieder auf den Kampf um die dritte Position. Rick Nadin hat sich nicht verteidigen können gegen Quinten van Leeuwen. Da gab es den Wechsel. Jetzt ist die Frage, geht auch noch Niklas Hirsch dran vorbei? Doppelsieg in den Qualifying Heats für Nico Handke. Gratulation an ihn. Er nimmt den Fullcount aus diesem Rennen hier mit und wird wichtige Punkte sammeln. Aaron Garcia Lopez, starker Zweiter. Dann Quinten van Leeuwen und Rick Nadin. Niklas Hirsch vor Leonhard Hocker, der sicherlich nicht zufrieden sein wird. Auf gar keinen Fall. Einer fällt noch weiter zurück. Lars Ramer sowieso, aber da ist der nächste auch noch nicht weit. Könnte Oliver Stettler sein, der in der letzten Kurve steht und gar nicht mehr weiß, was er zu tun hat. Ist jetzt ausgestiegen, für ihn das Rennen beendet. Gute 100 Meter vor dem eigentlichen Ende. Und natürlich ist da die Frustration groß, keine Frage. Ging aus der 15. Position aus ins Rennen, war auch ungefähr dort sortiert, vielleicht sogar etwas besser. In Richtung Top 10 war da der Blick gerichtet. Aber es war am Ende die 13. Position, auf der er dann zurückgefallen ist. Für ihn also nach 13 Runden das Rennen beendet und eben 100 Meter vor Schwarz-Weiß kariert aus und vorbei. Handke macht alles richtig, freut sich natürlich über diesen Lauf. Sieg von VDB Kart Racing und wird dann morgen bei den X30 Senioren im Superheat A ab 10 Uhr, herzliche Einladung, die steht schon mal, von der Pole Position aus ins Rennen gehen. Aaron Garcia Lopez, Quinten van Leeuwen, Rick Nadin, Niklas Hirsch und Leonhard Hocker. Dann Jano Wiese, 7. Position, Kyle Tukru für CV Performance bei JP Motorsport, am Ende auf Rang Nummer 8. Top 10 wird komplettiert durch Luis Schütze und Max Hesel und wir blicken ins nächste Rennen hinein. Das Ganze hoffentlich in wenigen Minuten, in wenigen Momenten. Dann nämlich die X30 Junior Klasse mit 12 Runden und Qualifying Heat Nummer 2.
Kommen wir zu dem Qualifying Heat Nummer 2 der X30 Junioren. Wir dürfen mit folgender Startaufstellung in das Rennen hineingehen. Es ist die gleiche wie schon in Qualifying Heat Nummer 1 mit Emilio Berndt auf der Pole Position. Er war der Schnellste. Carlos Nees in der zweiten Position vor Elias Ebersdobler und Tom Wickop. Blink von Scheindl. Das ist richtig, die Niederländer auf Rang 5. Übrigens nicht Deutschen, dem einzigen Nicht-Deutschen im Feld. An der 5. Position, Noah Nölken auf 6, damit die 3. Startreihe. Ben Götz und Jolina Denzel in Reihe Nummer 4 vor Len Göckmann und Diego Batalaya. In der 5. Startreihe Charlotte Tille und Ramon Göde vor Leon Kircher und Semir Velia. Jonathan Meyer und Lionel Hünecke vor Valentin Knödel und Phil Schober am Ende bis an die 18. Position hinunter, die 9 Startreihen, die jetzt gleich eben auf die Reise geschickt werden. Nachdem wir bei den Junioren ja das erste Qualifying Heat Rennen schon um 12:40 Uhr gesehen haben, war dann doch eine etwas längere Pause für diese Klasse, bevor man jetzt eben gleich wieder auf die Reise geschickt wird und ziemlich sicher das Ganze auch unter Regenreifen aufnehmen wird. Das gesamte Teilnehmerfeld. Die Ampel ist schon auf Rot geschaltet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier der Blick auf den Spitzenreiter, auf Emilio Berndt. Nochmal, der Mann hat in diesem Jahr auch schon einiges an Pech gehabt. Wäre sicherlich ein Kandidat für ganz vorne, was er dann auch versuchen wird, im Laufe des Wochenendes wieder unter Beweis zu stellen. Aber diese 2 Disqualifikationen in Marienburg und Mülsen, jeweils im Finale, wo es halt dann auch die meisten Punkte gibt, die haben mächtig wehgetan. Deswegen auch dieser Rückstand von über 70 Punkten oder von knapp 70 Punkten. Auf geht's! Start ist freigegeben. Qualifying Heat Nummer 2 bei den X30 Junioren mit einem sehr, sehr starken Start von Emilio Berndt, der jetzt den weiten Weg gehen muss, übers Gras, und er wird weit zurückfallen. Das wird jetzt maximal die 7., 8. Position für ihn sein. Vorne an der Spitze ist es dann nicht mehr Emilio Berndt. Es gibt den Dreher und glücklicherweise schaffen es dann doch irgendwie alle, auszuweichen und vorbeizugehen, ohne dass es da größere Probleme gibt. Alles in Ordnung. Carlos Nees führt das Rennen an. Das Ganze vor Tom Wickop. Ja, mal gucken, wie lange noch vor Tom Wickop. Denn auch da sehen wir wieder die einzelnen Piloten, die versuchen, mal innen reinzustechen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Lucky Punch, den man da setzen kann und vorbeigeht. Vorne hält sich der Spitzenreiter Carlos Nees jetzt erst einmal souverän in Führung liegend. Auch wenn er jetzt langsam aber sicher unter Druck gerät durch den Zweitplatzigen. Das müsste Tom Wickop sein mit der 693. Genau so ist es. Dann Noah Nölken auf 3, Jolina Denzel, Elias Ebersdobler, dann Emilio Berndt auf 6. Der hat natürlich jetzt einen Hals. Die Krawattengröße kriegst du im normalen Laden nicht mehr gekauft. Und der sehr starke Quersteher von Noah Nölken, als es über den Curb ging, hat er glücklicherweise nochmal abfangen können. Wann kommt der erste Angriff von Tom Wickop gegen Carlos Nees? Probier das. Wenn ja, wo oder wann? Nächster kleiner Kontakt zwischen Elias Ebersdobler und Emilio Berndt. Es geht um die 5. Position. Da geht er jetzt erstmal wieder vorbei an der 610 an Ebersdobler. Zurück an der 5. Position. Oder ist er doch weiterhin nur 6., weil sich da jemand anders noch mit angeschickt hat? Genauso ist es. Ich meine gesehen zu haben, dass Semir Velia mit da vorne plötzlich dabei ist. Genau, an der 5. Position. Dann ist es Emilio Berndt auf 6, der jetzt natürlich versucht, sowie Semir Velia sowie auch Jolina Denzel zu überrumpeln. Das könnte funktionieren. Zumindest mal eine Position wird er wohl gut machen können. Wenn er jetzt versucht, die Linie zu halten, das wird nur schwer möglich sein. Jetzt vielleicht außen herum, weil sich dort Velia eine ganz andere Linie zurechtgelegt hat. Aber beide haben eine Kurve weit genommen, eine Kurve eher eng. Und am Ende sind sie dann doch wieder in der gleichen Reihenfolge wie zuvor auch. Das heißt, Velia bleibt erst einmal vor Emilio Berndt, aber das hat sich auch schon wieder erledigt im Bereich der Schikane. Setzt sich
dann eben Bernd daneben und geht vorbei und versucht jetzt eben auch Julina Denzel unter Druck zu setzen. Das wird funktionieren, das wird auch ausgehen. Noch vor dem Zielstrich ist er vorbei beim Herausbeschleunigen an die 4. Position. Und jetzt heißt es, eine Aufholjagd zu starten in Richtung Noah Nölken. Auch Tom Wickop und Carlos Nees sind mit Sicherheit noch das Ziel von Emilio Berndt. Aber eins nach dem anderen. Der Zweikampf dahinter zwischen Denzel und Velja wird jetzt zu einem Mehrkampf. 3, 4, 5 Fahrzeuge, die dann da mitkämpfen werden. Denzel, Velja, Erbs, Dobler, Götz, Tille und möglicherweise auch noch Bink van Scheindl an der Gesamt 10. Position. Also da stehen uns mit Sicherheit noch interessante und spannende 9 Runden Renndistanz auf dem Programm. 8. Denn Carlos Nees kam just in diesem Moment über den Zielstrich. Gesamtbestzeit in der letzten Runde. Mag kaum einen überraschen, würde ich fast sagen. Emilio Berndt. Aber natürlich dieser Kampf hier, der sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Und sehr, sehr spannend. Könnte uns noch begeistern. Und wird uns begeistern, da bin ich mir auch sicher. Da ist auch mit von der Partie Charlotte Tille. Wir sehen immer wieder den Versuch, irgendwo reinzustechen oder eben außen herum mehr Schwung mitzunehmen, den Grip auszunutzen, abseits der Ideallinie, um dann eben über die Regenlinie die ein oder andere Position zu gewinnen. Noch ist keine Zeit, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, welche Reifenwahl die richtige ist. Ganz klar sind es die Regenreifen. Wir fahren die Rundenzeiten 59,4 bei den Junioren. Das ist sogar noch etwas langsamer, als wir im Qualifying gefahren sind, wo wir auch mit Regenreifen unterwegs gewesen sind. Und zwar diskussionslos. Aber im Moment hat es von oben erst einmal nichts, was danach kommt. Nächster Versuch von Charlotte Tille führt aber eher zu einem Positionsverlust, als dass es eine Position bringen könnte. Oder? Fragezeichen, ja, genau so ist es. Und jetzt kommt vielleicht sogar noch der zweite Positionsverlust direkt hinterher. Kann sie jetzt diese Linie halten? Hat das klasse vorgetragen gegen Julina Denzel. Gegen die 618, indem sie sich genau davor gestellt hat. Und Denzel nicht die Möglichkeit gegeben hat, diesen Traktionsvorteil auszunutzen. Und damit bleibt sie, Charlotte Tille, dann wohl an der 8. Position in diesem Rennen. Und Bink van Scheindl hat diese Möglichkeit direkt mal genutzt und ist dann auch noch an Julina Denzel vorbeigegangen. Emilio Berndt gegen die 617, gegen Noah Nölken. Diese Position hat er schon mal wieder inne. Ist da vorbeigegangen am Wölken. Jetzt heißt es, die Reise aufzunehmen. Wir sind bei Rennhalbzeit, also da ist noch alles möglich bei Emilio Berndt, die Reise aufzunehmen in Richtung Tom Wickop. Er sieht ihn, das ist nur eine halbe Sekunde, die er da Rückstand hat. Der hat ihn direkt vor der Nase. Der Rückstand Richtung Carlos Nees ist dafür schon etwas gewaltiger. Aber wenn der so weitermacht, dann ist zumindest mal Tom Wickop als Tabellenzweiter noch nicht sicher. So richtig in Tritt gekommen ist Ben Götz an diesem Wochenende auch noch nicht als Tabellenführer. 144 Punkte konnte er aus Marienburg und Mülsen mitnehmen. Hier aktuell auf Platz 6 geführt in diesem Rennen. Hat sich da sicherlich mehr vorgestellt. Tom Wickop gegen Emilio Berndt. Wieder 4 Zehntel in einem Sektor gut gemacht. Man sieht einfach, wie deutlich schneller Berndt dort sein könnte. Geht's auf die Innenbahn und ist vorbei. Kurzen Prozess. Gar nicht lang gewartet, gar nicht lang
überlegt, wo oder wann, sondern die erstbeste Möglichkeit. Die war es dann am Ende, um vorbeizukommen. Tom Wickow schien auch so ein wenig überrascht. Und dann sind es nur 2,5 Sekunden. 2,5 Sekunden. Muss dann natürlich jetzt über eine halbe Sekunde pro Runde aufholen. So möchte er, Carlos Nys, nochmal gefährlich werden. Der gemeinsam mit Emilio Berndt übrigens der einzige ist, der in den letzten Runden unter die 1-Minuten-Marke fahren konnte. Und die Rundenzeiten, die sprechen dann auch nicht unbedingt dafür, dass Carlos Nys hier groß unter Druck gerät. Vielleicht ist es dann auch ein kontrolliertes Herunterfahren. Bloß keinen Fehler machen, das Ganze so entspannt wie möglich angehen, weil du hast den Puffer, um dann am Ende dieses Rennen zu gewinnen. Zweikampf hier zwischen Ben Götz, wollte ich sagen. Stimmt aber, glaube ich, nicht. Oder doch, Charlotte Tille war da auf jeden Fall mit dran beteiligt. Das war das Nys Racing Kart, das rote. Und da geht es tatsächlich gegen Ben Götz. Und Charlotte Tille scheint dort den Weg vorbeigefunden zu haben. Und da geht vermutlich auch der nächste noch dran vorbei. Achtung, der Curb, der ist hart jetzt. Den mitzunehmen, das tut manchmal weh. Da ist die 677 nämlich. Das war Ben Götz. Vorbeigegangen an der 607, Semir Velja. Und lachende Dritte. Da sagt sie vielen Dank. Charlotte Tille übernimmt die 6. Position. Aber die Frage wird sein, wie lange kann sie die halten? Weil die machen schon mächtig Druck dort hinter ihr. Und so hat jetzt Charlotte Tille vielleicht das Nachsehen. Zu 2, zu 3 nebeneinander. Geht es jetzt durch die Schikane. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Aber irgendwie kriegen sie es gebacken, dass alle auf der Strecke bleiben. Das war ein Überholmanöver oder ein Versuch eines Überholmanövers, das es richtig in sich hatte. Die haben eine Menge Zeit verloren, keine Frage, aber gerne mehr davon. Hat nämlich auch Jolina Denzel und Ramon Göde wieder zurück in den Kampf um Platz 5, beziehungsweise, ja doch, Rang 5 gebracht. Wer war alles dran beteiligt? Lias Ebersdobler, Bink van Scheindel, Semir Velja, Ben Götz und Charlotte Tille. Allesamt haben dort gerade eine neue Linie gefunden in Ampfing und die sind immer noch nicht fertig. Die haben jetzt noch 2 Runden, 1,5 Runden und sind immer noch dabei, sich zurechtzufinden. Zwar ein bisschen sortierter, aber der eine fährt innen, der andere außen, versucht die unterschiedliche Linienwahl. Und am Ende ist es erst einmal Bink van Scheindel, der sich da durchsetzen kann. Aber die letzte Runde beginnt erst gleich. Die hat nämlich jetzt begonnen für Carlos Nys. Es sind noch 2 Sekunden der Vorsprung auf Emilio Berndt. Natürlich auch Carlos Nys, wollen wir nicht vergessen. Auch der möchte natürlich in der Meisterschaft nochmal vorne mit angreifen. 98 Punkte hat er bisher gesammelt. Da wird es jetzt mit Sicherheit einen großen Schub geben. Da geht es dann nämlich nochmal nach vorne. Tom Wickow gegen Noah Nölken. Mit Berührung geht Noah Nölken vorbei an der 693. Und die sind noch nicht so weit, dass sie das Ganze unterschreiben würden. Ich glaube, vorne an der Spitze brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das wird für ihn ja ausgehen. Das wird für Carlos Nys ausgehen. Der wird diesen Qualifying Heat Nummer 2 bei den X30 Junioren für sich entscheiden können. Nach gefahrenen 12 Runden wird er als Spitzenreiter den Zielstrich kreuzen. Genauso ist es. Gratulation an ihn. Gratulation auch an Emilio Berndt, der trotz des Fehlers in der ersten Kurve ein sehr gutes Rennen absolviert hat, sich wieder vorgekämpft hat an die 2. Position und damit Schadensbegrenzung betrieben hat. Natürlich hätte er gerne gewonnen, aber in diesem Fall war es dann eben das Maximum. Semir Velja fällt zurück, fehlt uns hier bei Start und Ziel, kommt als 13. über den Zielstrich. Noah Nölken vor Tom Wickow auf 3 und 4. Lias Ebersdobler auf 5 vor Bink van Scheindel und Ben Götz wird 7. Charlotte Tille, die für viel Spaß und Furore gesorgt hat in diesem Rennen, am Ende auf Rang 8. Jolina Denzel und Ramon Göde komplettieren die Top 10 bei den X30 Junioren. Und auch da wollen wir natürlich auch gerne nochmal auf den morgigen Sonntag blicken. Dort nämlich der Superheat
dann um 10:50 Uhr und das Finalrennen ab 15 Uhr. Gerne auch da wieder einschalten, um das Rennen nicht zu verpassen. Und wir wollen natürlich auch am heutigen Tag nichts verpassen und haben noch insgesamt 4 Rennen für Sie heute vorbereitet. Beginnend mit der Mini-Klasse DMKM, DKM, DSKC und die DJKM stehen noch auf dem Programm. Nice Racing vor EB Sport Promotion und wir machen eine kurze Unterbrechung und melden uns gleich wieder zurück. Dann mit der Mini-Klasse DMKM. Wir sehen den Nachwuchssport auf der Strecke. Wir sehen die Deutsche Mini-Kart-Meisterschaft mit Henry Möhring, dem Polesetter.
der in seinem Qualifying mit einer 1:01.473 die schnellste Zeit setzen konnte. Damit wenige Hundertstel schneller waren als Alex Huizer in der zweiten Position. Dann Jonas Hubacek und Leo Klock in der zweiten und dritten Position. Zweite Startreihe vor Maddox Mason und Noel Mansberger. Jan-Rudi Algre und Leon Walczak folgen in Reihe Nummer 4. Dann Devin Titz und Bruno Kortekas vor Elias Zajic und Edin Keserovic in Reihe Nummer 6. Ben Schumacher und Luca Tafelmeier in Reihe 7 von Nico Bürgin, Oskar Rass, Pete Kovas an der 15. und 16. Position, Ben Özdemir und Bastian Kleiner von Noe Sulitka und Albert Poulsen, Oskar Beumers und Alexandra Maschak in der 11. Startreihe, Alexander Braukmann, Ben Bernhard, Matthias Cavulea, so rum ist es richtig, Roman Meister bis an die 26. Position und Amelie Heuvers, Per Wolf, Adrian Flach und Peter Wolber bis an die 30. Position. Blicken wir hinein, 9 Runden Renndistanz, das Feld sortiert sich jetzt langsam. Und dann obliegt es eben Henry Möhring, das Tempo jetzt gleich vorzugeben gegen die beiden Niederländer da vorne mit drin, gegen den Tschechen, gegen den Südafrikaner, Maddox Mason. Und wie sie alle heißen, die werden gleich versuchen, Henry Möhring zu jagen und möglicherweise hier unter Druck zu setzen. Feld kommt auf Start und Ziel, letzte Kurve ist angesagt. Und dann geht's gleich auf die Reise. Start ist freigegeben, auf geht's. Sehr verhaltener Start, würde ich fast sagen, von Henry Möhring, der auf der Innenbahn jetzt versuchen wird, irgendwie alles zu verteidigen, was da ist. Und dann sind sie gleich zu viert nebeneinander. Das kann nur eng werden. Aber sie finden irgendwo eine Lücke und dann gibt es doch einen Dreher. Müsste 277 gewesen sein, Ben Özdemir. Aber sie können alle weiterfahren. Einer ist noch langsam, die 222. In ganz langsamer Fahrt. Das betrifft dann eben Roman Meister. Aber vorne an der Spitze hat sich Henry Möhring durchsetzen können. Das Ganze verteidigt. Dann Alex Huizer in der zweiten Position und Jonas Hubacek, der Tscheche, auf Rang Nummer 3. Nein, stimmt nicht. Das sind dann Maddox Mason oder Noel Mansberger in der dritten Position. Einer von den beiden. Ich glaube, Mason müsste es sein, der Südafrikaner. Und Mansberger auf 4. Genau so ist es. Dann Leon Walczak und Luca Tafelmeier. 8 Positionen. Gut gemacht. Leo Kluck, Jonas Hubacek und Albert Paulsen gleich mal 11 Positionen. Der ist mal eben von 20 auf 9 nach vorne gefahren in die Top 10 hinein. Das Ganze in wenigen Runden. Nächste gelbe Flagge, die wir sehen, betrifft dann, ja, das ist die gute Frage, wen es da betrifft. Das müsste Ben Özdemir sein, der sich auch schon dort gedreht hatte nach der ersten Kurve. Wodurch er natürlich dann schon bis ans Ende des Feldes durchgereicht wurde. Und damit haben wir schon 2 Ausfälle. Ben Özdemir und auch Roman Meister. Hier der Blick auf die Positionen 2 und 3. Dann der Blick Richtung 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wie sie alle heißen. Da sind sie allesamt ganz dicht beisammen. Die ersten 3 gesichert. Vielleicht auch noch der viertplatzierte Noel Mansberger. Aber dann beginnt es mit Leon Walczak bzw. Luca Tafelmeier. Leo Kluck, Walczak auf 7. Albert Poulsen hat mal eben noch eine weitere Position gut gemacht. Ist jetzt 12 Positionen nach vorne gekommen. 8. Jonas Hubacek von 3 auf 9 zurückgefallen. Keine Startphase, wie er sich das wünscht. Und auf Rang 10 Jan-Rudi Algre. Mit einem ordentlichen Start, wobei er auch schon wieder 3 Positionen verloren hatte. Ja, und dieser Zweikampf, der wird uns jetzt noch ein paar Runden begeistern.
a few moments ago, it starts again to rain. And Henry Möhring is leading this race in front of Alex Heuser and Maddox Mason in second and third. But these both are so close. Nobody can say who will be at the end of the race in second and third position. Right now, both CRG drivers are at the exact same level. Alex Heuser try to defend, but in this moment now it's Maddox Mason, the South African, in second position, and he gives him some hand signals which says, hey, now let's try to get a little bit closer to Henry Möhring. It's 1.3 seconds, the gap between the first and second driver. Maybe a little bit more after these overtake from Heuser, from Mason against Heuser. It will be, I think, 1.7, 1.9 seconds at the end of this lap. It's lap 4, so we have 5 more laps to go. And Henry Möhring has anything on his side. At least 1.9 seconds. And he tried to handle this gap over the half of the race. But in sector 1, Maddox Mason was 0.2 of a second faster than the first guy. So maybe they come a little bit closer together. He's chasing up Maddox Mason. Alex Heuser can't get the speed from Maddox Mason, so he can just drive his own race right now, because the gap to the next guy, to the fourth pilot in this race, Noel Mansberger, is more than 2 seconds. So right now he's in his own world. He has no chances to come a little bit closer to the guys in front, but has enough space and gap to the next guy in fourth position. Noel Mansberger, Leo Klug and Albert Poulsen in 4th, 5th and 6th. Poulsen gained 14 positions in 5 laps. And Maddox Mason in the last lap gained 0.9 of a second. Now we have just 0.7 seconds. So 0.7 of a second between P1 and P2. Here is the next fight. Very close between Leo Klug and Albert Poulsen. And Poulsen is maybe the man of this race, from P20 to P6 in this moment, and he has 2.5 laps to go. Maybe there is more for him to get. Maybe the 5th place at the end. He made the best out of his weak position after this qualifying earlier this day. But right now he didn't overtake him. He's right behind them, but not close enough to get a chance for overtake. And if we talk about overtakes, we need to take a look about the pictures. Henry Möhring against Maddox Mason. 2 laps to go, or at least 1.5 laps to go until checkered flag will show the first driver of this race. Maybe it's Henry Möhring, but it could be Maddox Mason.
because he looks a little bit faster right now at the end of his race. And if we compare the sector times, Henry Möhring struggled a bit. Just 0.267 seconds. And it's the final lap for Maddox Mason. It's the guy with the red helmet. And in front, in the Tony kart, the yellow-green one, that's Henry Möhring. And he tries his best to keep the best position in this race, the first one. There are just 2 positions left to overtake, but Henry Möhring looks good enough. And right now, there was a little mistake from Maddox Mason, so there's no chance to overtake Henry Möhring, and he will win qualifying heat number 2 in Ampfing in the German Mini Kart Championship. So congratulations to his team and himself, Henry Möhring, and a great race from Maddox Mason. Of course, it was a great race. 3rd position, Alex Häuser, Noel Mansberger, and the man of the race, in my opinion. 15 positions gained in just 9 laps. Albert Poulsen comes from 20, goes to 5th. What a race from this Danish young guy. Leo Kluk in 6th position. P7 for Jonas Hubacek, Leon Walczak, Devin Titz, and Bruno Cortecas. The end of top 10 in the DMKM. And here as well, we want to take a look for tomorrow. Superheat, DMKM, 11:15, 11:15, and the final of the mini class, 3:35 tomorrow evening. And that's the graphic with the result in our picture. Henry Möhring, Maddox Mason, Alex Häuser, the 3 fastest guys in this qualifying heat number 2. Next race, DKM. In a few moments, let's have a quick pause until we start with the formation and with the formation laps and warm-up laps for the DKM.
Now we came for the second qualifying heat of the DKM with the class KZ2. And that's the starting grid. Again, it's the same as the first qualifying heat. So Dion van Werven will start at the pole position. Hopefully he doesn't make the same mistakes as in race number 1. So there is a chance to win this race. He was very, very fast, but at the end he made too many mistakes. 2 at least in corner number 1. Daniel Stell, the winner of qualifying heat number 1, goes from the first row into this race. Second position for him. Then Emilio Denner and David Lewinsky, Danilo Albanese and Kevin Stehover. Starting from the third row in this race, Gianni Andresani, Simon Billmann. Row number 4, and Valentino Fritsch and Markus Kajak will start from 9th and 10th position in this race. 11th, David Trefilov with a strong race number 1 after the red flag because of the starting rain. Christian De Klein in 12th position, Simon Rechenmacher and Cedric Malk starting from the 7th row in this race. Jelte Boeman, the Netherlands driver, and Kirpes Jors goes from the 8th position in this race. Nico Lemberg and Alexander Scheiblecker from 9th row. And the last row, 19th and 20th position, Maddox Wirtz and Matti van der Brück, the 2 German drivers at the end of this field. They come a little bit closer to the start and finish line. So Dion van Werven have to stand in the first row on the start and finish line, right in front of the red flag, in the hands of the race director. And the second guy in the first row will be the winner of qualifying heat number 1, Daniel Stell. And then Emilia Denner and David Lewinsky in the second row. So we have Netherlands, Germany, France, Poland, Italy, and again the Netherlands. So 5 different countries in the first 5 positions. From behind, there comes the green flag. Light number 1, 2, 3, and 4 are on. And now lights out, and we start into this race with a great start from Daniel Stell, but a great start for Dion van Werven as well. And he goes in the first corner wide into the grass and lost his position again. It's the same as in race number 1, but this time it was just the first corner of the race, not the first corner in the middle of the race. So now he has some time to gain some positions back. But Daniel Stell is now with a great gap in front of this race. And Emilia Denner in second position. Then there are some fights for the third position in this race. That must be Albanese. There could be the number 12. That would be Valentino Fritsch in right now 4th position. 5th must be then, I think, David Lewinsky in front of Gianni Andresani. Kevin Stehover, David Trefilov gained 3 positions in the first lap. Yeah, and Dion van Werven lost 10 positions. Now he tried to come back, but that must be the comeback of the year if he wants to win that qualifying heat. He had some problems with this first corner, and I said that in the formation lap. He needs to do a race without mistakes, especially the first corner, and then it was the first corner of the race, and he was too late on the brakes again.
Now he is in 9th position. Of course, he's a little bit angry right now. Maybe on himself. Daniel Stell, his gap to Emilian Denner grows a little bit to 1.5 seconds. But that was what we expected after this first race. In the rain, Daniel Stell is extremely fast. Just in the first sector, he gave Emilian Denner more than 0.2 of a second. Exactly the same in sector number 2. That's 0.4 in one lap. And then there is the last lap, sector in this lap, where Emilian Denner gained a little bit more. But at the end, Daniel Stell is nearly 0.3 of a second faster than Emilian Denner and Danilo Albanese. And we see a close fight between number 12, Valentino Fritsch, and number 60, the guest driver from Poland, Dawid Lewiński. After 4 laps, nearly 2 seconds in front of Emilian Denner and Danilo Albanese. And we have a yellow flag again. We had a yellow flag again. Didn't saw who was that. Maybe this 76. Matti van der Broek. But he was in the last position of this race anyway. One driver isn't starting. That was the driver of number 18, Kipras Jose. So we have 19 DKM drivers who fights for the win. And right now, there is nobody who can compare with Daniel Stell, the leader of this race, the winner of qualifying heat number 1. As I said before, Dawid Lewiński close the gap and try to keep the pressure on Valentino Fritsch in front of him. But all of these drivers are so experienced and strong as well. Right now it's strong, rainy. It's a heavy rain on the track, but Daniel Stell is still the best on this track in the rain. There's no matter how heavy it is. But if we take a look to the times, lap times, we can see it. Nobody, or nearly nobody, can be faster than his personal best time. Danilo Albanese did that. What happened with David Trefilov? With a strong first qualifying heat, now he lost 2 positions from his starting position. He started from 11. Right now he's in 13th. So maybe not the race of David Trefilov's. His claims are, of course, the top 5. David Trefilov, maybe the title
the title. But right now, it doesn't look that good for David Trefilov in this weekend. But we know it. There are some races more this year. We have Kerpen and Wackersdorf as round number 4 and 5 this year. So David Trefilov has enough time and enough races left to show his talent and right now we try to maximize in this race. Markus Kajak goes through, so Kajak now in 12th and Trefilov in 13th position. And we see how heavy the rain is going down to the street. The gischt, the spray we see from the kart is so extreme. And Daniel Stell is not really impressed about that. He's still very, very fast. One of the fastest in these conditions. There are just 4 drivers who can compare with him. That's the positions 2 to 5. Emilia Denner, Danilo Albanese, David Lewinsky and Dian van Werven. All of them goes under the 55 seconds. And then there is Daniel Stell, who drives a 55.011. And here, Dian van Werven tries to come back. He's in 5th position. That was a good race for him. We see in the background, Alexander Scheiblecker is out of this race with his Birel RT kart. In the last corner, he's standing. And Dian van Werven took the 4th position. And now it will be very hard in the last 4.5 laps to come closer to Danilo Albanese. Problems for Simon Rechenmacher. He lost his kart at the end of the main straight and is out of this race. So Simon Billmann goes into the top 10. And these conditions will be hard for the drivers. Of course, they try to make no mistake, but that's very hard because you need to be as fast as possible just to compare with the other drivers. But right now, nobody can be faster than, who was the fastest? I think it was Christian de Klein on P8 with 55.2. That's nearly a second slower than the best time in this race. So the conditions going harder and harder in this race. And the water stays on the track. And there are a lot of puddles of rain on this track, mostly in the apex, but in the rain you can drive a little different line, as we see here, where you can go wide. It's the rain line, where you have a little bit more grip.
But grip on these conditions, yeah, that's maybe something you didn't have. The next one, who's out of this race, we can see it, will be Matti van der Brück and Simon Billman. Back to racing into the final lap, and Daniel Stell goes the last time through turn 1 for this day under race conditions. And then there is a fight between Emilian Denner and Danilo Albanese. Over 14 laps, Emilian Denner didn't get Danilo Albanese the chance to overtake, but maybe in the last corner there is a chance for him, for the Italian driver. But it looks good for Emilian Denner. And it goes into the last corner, very, very deep into it. And the winner of qualifying heat number 2 is the same as in heat number 1, Daniel Stell. Congratulations for Emilian Denner 2 as the second fastest driver in this race. Danilo Albanese, 3rd position. And it was a damage limitation for Dion van Werven for the Netherlands. After the pole position for both races, he lost it in race number 1 and at the start of race number 2. But at the end, he comes back from 11th back to 4th position. So it was a strong race for the number 54. At the end, there could be more, he would say. But he needs to be happy about what happened there. And we take a look to the next race. It will be the DSKC Heat A versus B. Heat Groups A versus B over 14 laps. Just 1 lap less than the DKM. So let's have a look. In a few moments we will start with that. And now we have a short break until the start.
Kommen wir zum Qualifying Heat A gegen B in der DSKC und freuen uns auf einen spannenden Kampf. Natürlich auch um die Führung zwischen den beiden Niederländern Jaden Thien und Julian Kamen. Freuen wir uns auch auf Ruven Wilk und Max Osenbrink, die dann aus der zweiten Startreihe in das Rennen hineingehen werden. Dahinter Rick Moivisch und Anders Elkier, die rein niederländisch-dänische Reihe Nummer 3, 5. und 6. Position, Louis Esser und Erik West dahinter in Reihe 4. Es folgen mit Manuel Lettner und Erik Müller die Position 9 und 10 vor Aleski Jalava und Adrian Martins. Ilian Ivov-Jankov und Matej Preuß vor Manuel Kasti und Sita van Mert bis an die 16. Position hinunter. Rang 17 Svenja Dreher vor Kevin Wagner in der 9. Startreihe, 17. und 18. Position. Lauritz Sachse, dem Däne, in der 19. Dahinter Dirk van Silfut, das die 10. Startreihe. Rick Hartmann, Paul Moritz Doktor, dann in Reihe Nummer 11, 21. und 22. Position Noah Gonod und Cyrus Anestat Gagari, so ist es richtig, dem Norweger in der 24. Position, das ist die 12. Startreihe. Sascha Dreher, Noah Eichele, Jori Molema und Noah Höss bis an die 28. Position und dahinter dann eben noch Alexander Zur, Noah Kaltenbach, Jeffrey Fixe, der erneut versuchen wird, nach vorne zu kommen, keine Frage, und Kale Soda aus Litauen. Das Feld von 32 Pilotinnen und Piloten. Bei strömendem Regen geht es dann gleich auf die Reise. Insgesamt sind es dann 16 Startreihen, die gleich sich hier bei Start und Ziel einfinden werden mit eben den beiden Niederländern in der ersten Startreihe. Jaden Thien und Julian Kamen aus den Niederlanden auf 1 und 2. Feld kommt Richtung Start und Ziel. Das heißt, vorne steht Camilo Rösler und hält die rote Flagge schon in die Höhe, um zu signalisieren. Hier ist dann Stopp, hier halten wir an, um dann gleich auf die Reise geschickt zu werden. Vorne die erste Reihe, die steht noch nicht komplett. Da fehlt noch einer. Das ist erst jetzt der Fall. Auch Reihe 2 steht, Reihe 3 genauso wie Reihe 4 hat mittlerweile Einzug gehalten. Und dann sind es am Ende 16 Reihen an der Zahl, 32 Piloten, die dann gleich auf die Reise geschickt werden. Es steht das Wasser auf der Strecke, das wissen Sie jetzt. Haben natürlich jetzt diese 2 Einführungsrunden genutzt, um zu verstehen, wo sie herfahren dürfen oder nicht. Von hinten kommt jetzt gleich die grüne Flagge. Das ist just in diesem Moment der Fall. Vorne die rote Flagge weg und dann gehen die Blicke Richtung Ampel. Ampel 1, Ampel 2. Die dritte Ampel ist geschaltet, genauso wie Ampel 4. Und just in diesem Moment gehen sie aus und damit ist der Start freigegeben mit einem sehr starken Start für die 359 müsste es gewesen sein. Das wäre dann der Pole-Setter. Das wäre dann Jaden Thien, der es geschafft hat, aus der Pole-Position heraus die Führung zu übernehmen. Und in der zweiten Position ist es die 413, nämlich aus der zweiten Startreihe. Mein Gott, spritzt das Wasser dort hoch an der einen oder anderen Stelle, weil das Wasser eben steht auf dem Kurs. Also es war Wilk in der zweiten Position, musste dann aber wieder Julian Kamen, den Niederländer, ziehen lassen. Ist jetzt nur noch Dritter und die beiden vorne an der Spitze versuchen sich jetzt mal gleich abzusetzen. Für 14 Runden läuft dieses Rennen dann in diesem Moment. Es werden dann gleich nur noch 13 sein. Im hinteren Bereich des Mittelfeldes geht es nochmal richtig eng zu. Da geht es gleich zu dritt nebeneinander Richtung Schikane. Da muss man natürlich versuchen, irgendwo seine Position zu finden und irgendwie da durchzukommen, denn durch die Schikane zu zweit nebeneinander nahezu unmöglich. Auf 1 ist es Jaden Thien, dann ist es Max Osenbrink in der zweiten Position, gar nicht Julian Kamen. Der ist nämlich nur Dritter vor Ruven Wilk und Erik Weiß. Alexej Jalava und Erik Müller auf 6 und 7. Manuel Kasti und Anders Elkier sowie Rick Moivisch komplettieren hier aktuell die Top 10. Aber das wird sich mit Sicherheit noch gewaltig verändern im Laufe dieses Rennens. So sehen wir diesen Mehrkampf um die 5. Position, wo sich dann gleich 3, 4 Fahrer gegeneinander bekämpfen. Und ist das ein Führungswechsel? Das ist der Führungswechsel. Max Osenbrink geht vorbei und übernimmt Rang Nummer 1. Muss sich natürlich jetzt verteidigen gegen Jaden Thien. Und genau da ist es richtig, richtig nass. Beim Anbremsen auf die letzte Kurve steht das Wasser.
Und da muss man wirklich aufpassen, dass es da nicht zu Kollisionen kommt. Und da drehen sich gleich mal 3 raus und stehen, ja, ist dann sogar noch die 4. Person, die da hinterherkommt. Und stehen da eben jetzt in dieser letzten Kurve, versuchen natürlich irgendwie weiterzufahren. Aber im Moment ist dann natürlich erstmal doppelgelb. Da kommt dann gleich die Spitze erstmal wieder vorbei. Schauen wir mal drauf, wer es gewesen ist. Müsste sein Paul Moritz Doktor, Jori Molema, Ilian Ivov-Jankov und Noah Eichele. Das sind die 4 gewesen, die sich da allesamt gedreht haben. Konnte man noch ganz kurz auf den Bildern erkennen, als man da nämlich wenige Momente später dann selbiges gewechselt hatte, die Szenerie gewechselt hatte. Hier ist Überholverbot, meine Herren. Immer noch. Gelbe Flagge ist draußen. Naja, warten wir mal ab, ob das so seine Richtigkeit hat. Max Osenbrink, Julian Kamen, der ist jetzt nämlich mit drin im Geschehen. Hat sich dort mit eingeschleust in diesen Zweikampf, hat daraus einen Dreikampf gemacht gegen eben Osenbrink und außen herum. Achtung, da kommt jetzt auch noch Jaden Teen. Der wird mit Sicherheit jetzt mindestens mal eine Position gut machen können, weil er sich eigentlich aus allem rausgehalten hat. Ja, okay, mit ein bisschen Kontakt funktioniert es dann doch, ihn hinter sich zu halten. So hat es dann Julian Kamen erstmal versucht und hergerichtet. Und das wird natürlich Max Osenbrink ein wenig freuen, der nicht mehr 44.000stel, sondern wahrscheinlich 4 Zehntel Vorsprung hat, wenn nicht sogar etwas mehr, auf die dahinter fahrenden Zweiten- und Drittplatzierten in diesem Rennen. Auch gut war das Ganze für Ruven Wilk. Denn der ist wieder deutlich näher herangekommen an Max Osenbrink und Julian Kamen. Und dann ist es Jaden Team in Führung liegend. Nächste gelbe Flagge, weil einer weit geht. Ende Start und Ziel. Das war das Birel ART Kart mit der Startnummer 414. Der bis dato 5 Platzierte, jetzt nicht mehr 5 Platzierte, Erik Wess wird also zurückgereicht. Nach gutem Start von 8:05 nach vorne ist es dann eben die Grasnarbe, die ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Bei diesen Bedingungen natürlich extrem schwer, alles richtig zu machen. Aber ein kleiner Fehler sorgt dann eben dafür, dass man eine Position oder mehrere Positionen hergeben muss. Dann sich die ersten 3 dann doch wieder deutlich absetzen können mit Jaden Teen, Julian Kamen und Max Osenbrink. Wir gucken natürlich auch immer wieder auf den Mann, der in seinem ersten Qualifying Heat, das müsste der 2. gewesen sein, weit nach vorne gekommen ist. Jeffrey Fixe hat jetzt auch schon wieder 17 Positionen gut gemacht. Und es wird die Gangart etwas härter, auch zwischen den beiden, zwischen Ruven Wilk und Erik Müller. Und ja, da wird sich jetzt gleich auch Anders Elkier mit einmischen. Wo ist eigentlich Alexej Jalava? Der Finne. Der dürfte eigentlich auch noch mit in diesem Paket drin stecken. Ah, in der 5. Position. Okay. Also dann war es eher der Kampf zwischen Jalava und Müller, den wir da gesehen haben. Nächster Dreher. Und das war auch wieder einer von ganz weit vorne. Blicken wir auch natürlich auf die Startnummer, wen es da erwischt hat. Das war die 452, Erik Müller. Auch da wieder Ende Start und Ziel. Diese Stelle ist neuralgisch für Fehler. Sie lädt quasi dazu ein. In dem Fall ein Dreher. Und damit wird diese 6. Position natürlich auch hin sein, komplett hin sein. Kann aber weiterfahren. Hat da sehr gut reagiert. Ist im Schaltkart natürlich nicht selbstverständlich. Wenn du dich drehst, dann trotzdem es zu schaffen, weiterfahren zu können, ohne auszusteigen. Und hier kommen die ersten 3 mal eben durchgeschossen. Durchs Bild gehen die ersten Überrundungen an. Das dürfte dann
wohl Jori Molema gewesen sein, der dort überrundet wird. Durch Jaden Teen, Julian Kamen und Max Osenbrink. Die ersten 3, die dort unterwegs sind. Dann ein weiter Abriss hin zu Ruven Wilk. Das sind fast 3 Sekunden zwischen Platz 3 und 4. Dazu sei gesagt, dass die ersten beiden, beziehungsweise die ersten 3 nur getrennt sind durch 1,6 Sekunden, also durch die Hälfte. Und da sehen wir es auch auf den Bildern, wie viel Ruven Wilk Rückstand hat aktuell. Auch die ein oder andere Berührung gehört am Ende mit dazu. In diesem Fall war es dann Lauris Sachse, der vorbeigegangen ist an Anders Elkier, die beiden Dänen unter sich. 13 Positionen auch schon für Lauris Sachse. Von 19 auf 6 nach vorne. Auch das ein hervorragendes Rennen. Während Jeffrey Fixe 22 Positionen gut gemacht hat. The first 2 drivers are from the Netherlands, Jaden Teen and Julian Kamen. And now they have a little bit more gap than a few moments ago to Max Osenbrink. All of them, Jaden Teen, Julian Kamen, Max Osenbrink. Drive on his own. Nobody can overtake. And nobody needs to look into the back. They just drive safely, and then we will have the first 3 drivers, Teen, Kamen and Osenbrink. The gap between the 3rd and 4th are more than 4 seconds right now. Ruven Wilk can't get the speed of Osenbrink, Kamen and Team. There is a gap in the lap times, nearly 0.8 of a second between the first 3 drivers and the 4th one. Maybe there is a chance for Jeffrey Fixe to get the 5th place at the end of this race. He just needs to overtake 2 other guys. He starts from the 31st position into this race. Now he's on P7. And maybe he can go up to P5. That's what's possible right now. He's the fastest guy on track with a time of 55.0. He's more than a half a second faster than anybody else on this track right now. And that's the fight between Anders Elkier and Jeffrey Fixe. We just have 2 laps to go. Excluded that one. Jaden Teen goes over the start and finish line and goes into the last 2 laps. And meter for meter, it will be a little bit difficult for Jeffrey Fixe to gain more positions. Now he tries on the inside again against Andre Elkier, and he overtook him. And now he wants to focus the next one, the next Scandinavian. This time it's the Finne,
It's the Finn, Alexei Yalava. And now we see Jaden Teen goes into the last lap with 636 seconds as a gap in front of Max Osenbrink and Ruben Wilk. Ruben Wilk lost a lot of time. And Julian Carmen, the second Netherlands driver, ended in the green of turn 1. As so many other drivers. So Max Osenbrink, take it as a present, I would say, the second position, and Ruben Wilk will be the third one. Now they come through the last corner, over the finish line, and then Jaden Teen wins Heat A versus B in the DSKC in front of Max Osenbrink, Ruben Wilk, and yeah, at the end it is Jeffrey Fixer in fourth position from 31 to 4. That's a gain of 27 positions. Hopefully for him, he will start tomorrow in the superheats a little bit more in front. So there is another driver who can win this weekend a race, maybe tomorrow in the superheats, which will start in the DSKM at 11:40 or 12:05, 12:05. It depends in which superheat group he will be. So Jaden Teen from Belgium Racing wins in front of Max Osenbrink, and we have one race left today. The last one will be the DKM OK Junior over 12 laps. But before we can start that, we need to clean up the track, and then we come back with the last race today on this Saturday of the third round of DKM 2025 after Marienburg and Mülsen.
Ein weiteres Rennen dürfen wir Ihnen heute noch präsentieren mit dem Polesetter Erik Poulsen, dem Schweden in der führenden Position. Ihm zur Seite gestellt der Tabellenführer Marc-Alexander Reistrup aus Dänemark. Dahinter Matteo Mason in der dritten Position von Lukas Übeleis in Reihe Nummer 2, Rang 4. Konstantin Papst, Martina Romelnova in der dritten Startreihe vor Benjamin Poulsen und Maxim Becker. Milan Rossi, wir erinnern uns, einen starken ersten Qualifying Heat gehabt. Geht von der 9. Position aus ins Rennen. Gustav Christensen von Nick Ried, Emilia Urlas und Peter Meix dann bis an die 13. Position. Jan Čintil, der zweite Tscheche in der 7. Startreihe. Jonas Pundis, Libor Vlasak und Damian Zeller dann bis an die 17. Position hinunter. Und eine Besonderheit wird es jetzt heute noch geben. Wir werden 2 Anführungsrunden haben, so wie wir das kennen. Und dem Rennleiter, da sehen wir auch den Grund gerade im Bild, sind einfach zu viele starke Pfützen auf der Strecke, dass er sagt, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so eine gute Entscheidung ist, die Junioren der DJKM ganz normal im Formationsflug auf die Reise zu schicken. Instelle dessen wird zwar die Ampel ausgeschaltet, aber wir haben dann eine Slow-Phase. Wir werden also mit einer Slow-Phase dieses Rennen beginnen, um allen die Möglichkeit zu geben, sich langsam, aber sicher an die Bedingungen auf der Strecke zu gewöhnen, um nochmal herauszufinden, wo sind denn die Pfützen. Es soll sich einfach ein bisschen sortieren, das Feld, bevor wir dann eben das Rennen in Angriff nehmen. Von daher da eine kleine Besonderheit für diesen Lauf. So we will start under slow. There will be no normal start, as we know, known after the first races, 13 races this day. Slow phase conditions right now for the DJKM. So no overtake normally. Now they need to go into the single file. There is normally no overtake right now, but that will be something for the stewards and for the race control. Das ist also der Start. Etwas anders. Normalerweise keine Überholmöglichkeit unter Full Course Yellow bzw. unter Slow. Hat sich jetzt dann so langsam sortiert. Und man wird auch wohl noch eine zweite Runde unter Full Course Yellow und Slow absolvieren. Und so müssten sie eigentlich, wie sie eben auch in das Rennen gestartet sind, jetzt über den Zielstrich kommen. Eigentlich dürfte es keine Positionsverschiebungen geben. Tja, eine gibt es. Wird sich mit Sicherheit, ja genau, nochmal angeschaut werden. Ja, hat ihn jetzt auch vorbeigewunken. Also der überholt hat oder überholt wurde, die haben jetzt auch wieder ihre Positionen getauscht. Das heißt, Lukas Übeleis und Konstantin Papst sind jetzt auch wieder in der richtigen Reihenfolge unterwegs. Haben sie selbstständig erkannt, dass sie da noch nicht richtig waren. War aufgrund dessen, dass sie eben zu zweit nebeneinander gestartet sind, vielleicht auch nicht ganz so einfach für die Junioren, aber es gehört halt zum Lernprozess dazu, das Ganze auch mal mitzunehmen. Aber das haben sie schon sehr ordentlich bewerkstelligt, muss man einfach sagen. Und wenn ich es richtig erkenne, wird es am Ende dieser Runde dann weitergehen. Woran kann man das erkennen? Gibt 2 Möglichkeiten. Entweder schaut man sich den Rennleiter an, der hat nämlich die grüne Flagge in der Hand. Andererseits sieht man das auch an den Streckenmarschalls, die zwar das Slow-Schild noch in die Lüfte halten, aber die gelbe Flagge, die wir da sehen, die wird nicht mehr geschwenkt, sondern auch nur gehalten. Das heißt, auf 10 Runden Renndistanz gehen wir just in diesem Moment dann unter grünen Bedingungen. Jetzt ist feuerfrei angesagt für 10 Runden. Es wird natürlich jetzt ein bisschen schwerer zu überholen. Keine Frage, da man eben im Single-File gestartet ist. Anders als man das vielleicht unter normalen Bedingungen getan hätte. Keine perfekte Ausgangslage für Milan Rossi, der natürlich einen ersten hervorragenden Lauf gesehen hat.
wird natürlich jetzt eine Nummer schwieriger werden, um da irgendwo eine Position gut zu machen, um da irgendwo vorbeizukommen. Heißt nicht, dass es unmöglich ist, gerade unter diesen Bedingungen, gerade beim Regen, weiß man, dass man überholen kann, vielleicht einfacher als unter trockenen Bedingungen. So zeigt es uns beispielsweise jetzt gerade Marc-Alexander Reistrup gegen Matthäo Mason, gegen seinen Teamkollegen. Die sind zwar auch so in diese Runde gegangen, aber da gab es zwischendurch den Wechsel. Also da hat man jetzt wieder seine angestammte Position wieder gefunden. Schauen wir mal, was die erste Runde mit sich bringt. Auf den ersten 3 Positionen theoretisch keine Veränderung. Und auch dahinter geht das Ganze relativ gesittet zu. Lediglich Jan Šetil, der Tscheche, ist an seinem Landsmann Peter Meix vorbeigegangen an der 13. und 14. Position. Da ein Wechsel, der Rest erst einmal alles so weit geordnet, wie es vorher auch der Fall war. Man versucht sich irgendwie zurechtzufinden, man versucht irgendwie vorbeizukommen, so beispielsweise halt auch Konstantin Pabst, der es immer wieder auf der Innenbahn durch eine möglichst kurze Distanz durch die Kurve versucht, um vorbeizukommen, schmeißt auch hier jetzt wieder die Tür zu, hat jetzt den Weg vorbeigefunden an Lukas Übleis, hat aber lange gedauert, 2 Runden lang, und ist da über mehrere Kurven immer wieder das gleiche, auch Risiko eingegangen, dass vielleicht jemand anderes mehr Schwung mitnehmen kann und an ihm vorbeigeht. Am Ende soll das Ganze erst einmal für Konstantin Pabst laufen. Und Übleis muss aufpassen, dass nicht von hinten auch noch Martina Rumelenova vorbeigeht. Während Benjamin Poulsen, Maxim Becker und Gustav Christensen dann bis an die 9. Position rangiert sind. Christensen vorbeigegangen an Milan Rossi. Also der hat hier nicht profitieren können davon, dass man eben unter Gelb in dieses Rennen hineingegangen ist, unter Slow-Phase. Die ersten 3 vorne an der Spitze aus Schweden, Dänemark und Südafrika kommend. Erik Poulsen, Marc-Alexander Reistrup und Matthäo Mason haben sich da schon ordentlich absetzen können gegen Konstantin Pabst. Wobei Mason auch viel an Vorsprung hat einbüßen müssen in der letzten Runde. Wir reden da von 9 Zehntelsekunden, die er da verloren hat. Gerade eben stand da noch ein guter, solider Vorsprung und plötzlich ist Matthäo Mason nicht mehr so weit vorne weg. Und Konstantin Pabst, ja, der könnte möglicherweise hier nochmal für Furore sorgen in diesem Rennen. Etwas langsam rausgekommen mit der 155. Maxim Becker versucht sich da jetzt irgendwie wieder zurück in Position zu bringen, kämpft sich da wieder nach vorne. Hier der Angriff, Konstantin Pabst gegen Matthäo Mason. Das wird wohl erstmal nicht funktionieren. Jetzt heißt nämlich anbremsen auf die Schikane. Da hat dann Mason wieder die Nase vorne. Und Konstantin Pabst muss ihn dann nochmal ein wenig zurechtlegen. The half of the race is over and Erik Poulsen, the Swedish guy, is right now in front of his Scandinavian partner Marc-Alexander Reistrup. He is the championship leader with 173 points. Close in front of Milan Rossi, the second in the championship, but Rossi is right now in 10th position, so he will not gain that many points after the qualifying heats. But we need to take a look after the races today for the championship. And here starts a closer battle between Poulsen and Reistrup. They're just 4/10 of the second between those guys. And as I said, we are in the second part of this race. Just 5 laps to checkered flag. And maybe Konstantin Pabst or Matthäo Mason comes a little bit closer.
Here's the battle for position 1. And Konstantin Pabst comes a little bit closer. He closed the gap to Erik Paulsen and Marc-Alexander Reistrup. Reistrup now in lead. But that can change in every single second or in every single corner like that. Here was the attack of Erik Paulsen, but he need to be in front at the end of this race. And there's a third driver who wants to win, and that's Konstantin Pabst. And maybe that was that one chance he had in this race and will have in this race, because now everybody knows Konstantin Pabst is so close that they will be a little bit yeah, they will not fight that hard again. So it will be the part between Marc-Alexander Reistrup and Erik Paulsen. And Reistrup, after he closed the gap, now he tried to be faster than the drivers behind him. In the last lap, it was more than a tenth of a second. And if they come back to start and finish, they will go into the last lap of this race and the last lap of today. And I think it's over. Marc-Alexander Reistrup is far away now. There's just the duel between Erik Paulsen and Konstantin Pabst. Pabst with a great race will try to overtake him, but Erik Paulsen is somebody where you can try it, but he will do it as difficult as possible. And right now I would say, yeah, Konstantin Pabst made a great move. Now he's through, now he overtook him and is in second position. And if there is no other chance, we will have the first 3 drivers in the following order. Marc-Alexander Reistrup goes through the last corner and will win the second heat of the German Junior Kart Championship in Ampfing. In second, Konstantin Pabst. Congratulations, after a great race, Erik Paulsen. The ending of this race, he lost a little bit at the end in third. Martina Rumlenova from the Czech in fourth position. Matao Mason just fifth, lost another place. And Lukas Übleis at the end in sixth, in front of Gustav Christensen. Milan Rossi in eighth. He gained 2 positions more at the end. So maybe it was behind his expectations, but there was no more to keep it. Nick Reed in 9th and Jan Chittil at the end in the top 10, 10th position. And that was the last race of today, the qualifying heat number 2 from Ampfing. Und natürlich wollen wir gerne noch auf den morgigen Tag ein bisschen schauen. Ab 10 Uhr blicken wir in die Superheats hinein. Das Ganze dann ungefähr bis 13:15 Uhr. Dann geht es in die Mittagspause und ab 14:25 Uhr dann die Finalrennen hier in Ampfing. Freuen wir uns darauf, hoffentlich dann unter etwas besseren Bedingungen. Und sind gespannt, was der morgige Sonntag mit sich bringen wird. Heute war der aktive Teil auf der Strecke erledigt und wir dürfen uns verabschieden vom Livestream.
und melden uns dann eben morgen ab 10 Uhr wieder zurück. Schaltet gerne wieder ein. Bis morgen.